So, und da sind wir wieder bei Alan Wake 2. Einem meisterhaften Spiel, das wir jetzt eigentlich gerade erst durchgespielt haben. Einmal. Und eigentlich bei jedem anderen Game würde ich sagen, mache ich erstmal eine lange Pause und irgendwann spielt man es nochmal. Aber ich muss ehrlich sagen, Alan Wake 2 ist der absolute Hammer. Ich liebe das Game und ich bin selber halt mega aufgeregt, jetzt den neuen New Game Plus Modus zu spielen, der seit gestern raus ist. Seit gestern Abend. Und das ist nämlich The Final Draft. Das Besondere ist nämlich für Leute, die vielleicht sich das vorher doch nicht angeguckt haben oder das im letzten Stream nicht mitbekommen haben oder so. Um es kurz zu erklären, New Game Plus ist ja normalerweise eigentlich nur, ach cool, du kannst all deine Waffen und Fähigkeiten, Equipment und so ein Kram schon mal behalten und so, also ab einem gewissen Punkt von deinem vorigen Spielstand und kannst dann quasi das dann damit direkt nochmal spielen, damit man dann quasi zum Beispiel in den höheren Schwierigkeitsgrad spielen kann, problemlos, wenn man schon alles Mögliche freigeschaltet hat oder um alles freizuschalten. In diesem Fall, ne, wenn man Alan spielt im Dark Place, gibt es ja die Worlds of Power, die einen verbessern. Da konnte man ja beim ersten Mal durchspielen gar nicht alle einsammeln. Und ja, zum Beispiel. Das könnte man dann jetzt hinkriegen. Wir haben das Spiel beim ersten Mal auch so ziemlich schon so zu 100% durchgespielt. Deswegen würde man sich echt fragen, okay, was ist denn jetzt das Besondere? Das Besondere ist, deswegen heißt es auch für Final Draft, dass das jetzt scheinbar das neue und vielleicht sogar das eigentliche offizielle Ende von Alan Wake 2 ist. Das heißt, wir haben jetzt mit Alan ja quasi den vorletzten Draft von Return geschrieben, um aus dem Dark Place zu fliehen. Und haben es am Ende geschafft, ihm die Dunkelheit wortwörtlich aus dem Kopf zu ballern. Also Mr. Scratch halt endgültig zu besiegen, sodass Alan jetzt ja quasi erst in der Lage wäre, mit klarem Kopf wortwörtlich und diesem symbolischen dritten Auge, was er durch die Lichtkugel hat, die perfekte Version für seine Story zu schreiben. Und naja, gut, ne, ich bin selber gespannt, weil ich weiß nicht, wie viel man jetzt hier erwarten kann. Aber so wie ich das verstanden habe, heißt das, dass wir mit dem Final Draft dann jetzt halt auch wirklich also das eigentliche Finale spielen. Und das ist tatsächlich ein genialer Coup, weil wenn das jetzt wirklich das ist, was ich mir erhoffe, nämlich das offizielle Ende, was wir uns alle seit 13 Jahren gewünscht haben, nämlich dass unser Lieblingsautor endlich wieder aus dem Dark Place befreit ist, wäre das der genialste interaktive Gaming-Story-Coup aller Zeiten, weil die Idee, dass wir mit Alan zusammen uns durch den Dark Place gekämpft haben, mit dem vorletzten Draft einer unperfekten Version und wir mit ihm gelitten haben in dem Dark Place und jetzt mit ihm gemeinsam die Möglichkeit haben, im Nachgang zu sagen, so, und jetzt können wir gemeinsam die finale Version der Geschichte kreieren und sowas ist hervorragend, weil wie viel interaktiver kann man es denn hinkriegen, mit seiner Hauptfigur mitzuführen, die 13 Jahre an diesem Ort gefangen ist und immer wieder einen neuen Weg und neue Geschichten schreiben musste, um rauszukommen, als wenn wir das am eigenen Leib erleben und nochmal machen müssen. Und es wurde halt auch schon richtig angekündigt. Also es gibt neue Videosequenzen, es gibt ein neues Ende, es gibt neue Skriptseiten. Also es ist tatsächlich scheinbar genug Content. Und weil wir schon alles Mögliche eingesammelt haben, kann man dieses Mal so auch noch ein Stück schneller dann quasi durch, dass man jetzt nicht denkt, ach wie langweilig, wir haben doch schon alles gesehen. Und ich bin gespannt, wie weit das geht, weil ich meine, was ich auch begrüßen würde, weil es eigentlich dazugehört mit den Sammelobjekten, ist, dass wir dann zum Beispiel die ganzen Cult-Stashes nicht nochmal machen müssen und die Nursery Rhymes und sowas. Das wäre natürlich ganz cool, was natürlich auch okay wäre, wenn die Rätsel jetzt einfach anders sind. Ne, wenn jetzt die Cult-Stashes andere Rätsel haben zum Öffnen und die Nursery Rhymes und ähnliches. Aber ich fände es auch cool, wenn man die jetzt nicht nochmal alle machen muss, sondern man das einfach konzentriert die Story fokussiert einmal durchballern kann. Aber mal schauen. Ich bin sehr gespannt.
und würde sagen, wir springen jetzt einfach rein. Und ich bin wirklich, also ich hoffe einfach sehr stark, dass sich das für mich und für euch jetzt lohnt, das nochmal zu spielen. Das werden wir jetzt, ne, wenn wir dann irgendwie merken, zu viel ist ähnlich, dann werde ich längere Pause machen und dann zwischendurch andere Sachen zocken. Jetzt erstmal in nächster Zeit und so. Aber wer weiß. So, bevor wir anfangen. Oder besser gesagt, nee, ich trinke eigentlich während des Intros. Also, wir springen jetzt einfach rein in den Final Draft. Ich würde sagen, auf Nightmare zu spielen ist ein bisschen übertrieben, weil wir haben schon gemeinsam gesehen, das Spiel ist schon so ziemlich hart. Wir haben letztes Mal auf Normal gespielt. Ich würde sagen, dann spielen wir dieses Mal auf Hard. Das muss reichen, weil das Spiel ist schon wirklich schwer genug. Here we go. Ich bin schon gespannt, ob jetzt allein die Intro-Sequenz jetzt schon irgendwie ein bisschen anders ist, weil bei dem ersten Mal im Intro hat Alan ja schon quasi angedeutet, dass das noch nicht die perfekte Version der Geschichte war, die er geschrieben hat. Und das müsste jetzt auch anders sein. Naja, egal. Ich rede nicht zu viel um den heißen Brei rum. Here we go. Back to the beginning, with the memory of the past loop already fading fast. But while it lingers, I know there's hope. We're not doomed to repeat our failures in an eternal loop. This is a spiral. A fictional poet once said, "Beyond the shadow you settle for, there is a miracle illuminated. I will not settle for a shadow. I'll find the miracle through the night." It's not just victims and monsters. I see now there are heroes as well. We can find our way through the darkness. We will break through the surface. We will emerge into the light. Sehr geil. Schon mal ein ganz anderes Intro. Schon mal sehr viel optimistischer als beim ersten Mal. Beim ersten Mal wirkte diese Szene ja erstmal super düster und fucking scary. Und jetzt alleine, wie Alan das schon beschrieben hat, klang schon so viel positiver, dass man jetzt so ein bisschen mehr Hoffnung hat. Aber ich bin jetzt wirklich gespannt, wie viel sich dadurch jetzt ändern kann. Wenigstens in der Tonalität. Jetzt wissen wir ja zum Beispiel auch schon, ne, dass das da oben dieses Pärchen ist, die hier auftauchen und aus Versehen über dieses Ritual stolpern. Und dass wir hier gerade Agent Nightingale spielen, der jetzt auch 13 Jahre später aus dem Dark Place zurückkommt, aber leider gleich rituell geopfert wird, der arme Kerl. Oh, siehst aber auch. Das Geile ist, dass es halt trotzdem atmosphärisch so gut ist. Und das halt direkt wieder funktioniert.
Was auch spannend ist, dass es auch noch obendrauf mehr Bugfixes und Performance-Verbesserungen gibt. Und ich habe das Gefühl, ich merke das schon, außer dass es jetzt gerade kurz hängt. Das liegt aber im Internet. Die Internetverbindung kommt gerade wieder. Sehr gut. Ich probiere mal aus, wie weit ich komme. Ah, scheiße. Ich glaube aber nicht weit. Ah! Gott, es fühlt sich trotzdem schlimm an. Hemingway. Starting now. The calls of the tree. Watch the lights. It's a motherfucker. Where's the rest of the stuff? I need to finish this. I'm coming. What the fuck? Shit. Das Spannende ist, wie bei vielen sehr, sehr geilen Mystery Stories, dass jetzt beim zweiten Mal es natürlich auch sehr viel mehr Sinn ergibt und wir jetzt gucken können, wie das alles tatsächlich gemeint ist. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work.
A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Invitation, here we go again. Naja, natürlich ist es halt, ne, wie gesagt, einfach nur New Game Plus. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht zu viel Neues erleben und sowas. Aber das Gute ist halt, dass man jetzt im zweiten Run ein paar Sachen überspringen kann. Locked. They really don't want people coming in here. The Federal Bureau of Control? That's a new one. Toxic volcanic gas, huh? The FBC is Aber vorsichtshalber. It only shows up Guckt for man sich alles nochmal an. unusual cases. Well, what's so unusual about volcanic gas? Beats me. Genau, also das war ja nur jemand, der die Vögel und sowas beobachtet hat und ähnliches. Das war das mit dem FBC. Soweit, so gut. Did you get lost, Anderson? So. Sammelt. I think I hear someone. Could be our deputy. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Was so süß ist, dass man beim ersten Mal ja noch so, ist man so, ach guck mal, wie niedlich sind denn die beiden? Dann denkt man irgendwann, oh Gott, die gehören zum Cult of Retreat, die sind gefährlich, aber jetzt wissen wir schon, dass die eben nicht gefährlich sind und sowas, und dass der Cult of Retreat es gut meint und sowas. Also es ist schon interessant, dass jetzt, also für euch auf jeden Fall, ich habe das ja schon, für mich war das ja schon der zweite Run. What can you tell us Aber, I was getting to that, Thornton. genau, was aber cool ist, dass wir jetzt gemeinsam ein paar neue Dinge entdecken werden und das neue Ende gemeinsam erleben. Outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Vor allem das Spannende ist, dass sie sehr gut acten, im Sinne von, dass Mulligan und Thornton, die dazugehören, genau wissen, was hier abgeht, aber sehr, sehr gut zu tun, als ob sie halt keine Ahnung hätten. Und gerade weil sie halt so bumbly und so ein bisschen leicht doof darüber rüberkommen, ist es halt auch ganz spannend, weil man so quasi gar nicht auf die Idee kommt, dass die irgendwas damit zu tun haben könnten. Were there any witnesses? Yeah, couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell him I'm here waiting. I'll show him around. They got it, Thornton. Das Interessante ist nämlich, dann versteht man nämlich auch, warum Thornton sich so Sorgen macht und quasi unbedingt There's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. da, wie sagt man, ist immer noch so hübsch. Das ist, glaube ich, eines der wenigen Male, dass wir zu dieser Tageszeit hier sind. Ich glaube sogar das einzige Mal. Das Spannende ist, dass man dann halt merkt, The mine place.
dass die unbedingt von sich ablenken wollen. Ja, redet über diese anderen Typen da und so. Das sind schon diese doofen FBI-Agenten hier. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Genau, da haben wir auch nix. Aber geil, guck mal, den Kram haben wir schon mal, das ist schon mal gut zu wissen. Da haben wir die Map, alles klar, das ist doch schon mal ganz cool. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. Genau, die Zeitungsartikel haben wir gelesen, die so ist. Also ich meine, das ist ja das Coole, dass wir jetzt diese vielen kleinen, netten Randnotizen und Dinge können wir jetzt links liegen lassen, das kennen wir jetzt alles. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Zack. Hier auch über Mirror Peak und Co. haben wir auch gelesen. Ich klicke die aber trotzdem an, weil ich jetzt auch nicht auswendig weiß, wann da zum Beispiel Hinweise sind, die man noch extra untersuchen kann. Es gibt ja manchmal dieses mit dem Lupen-Symbol. Und jetzt bin ich gespannt. Und zwar müsste ja hier... I'll be back in a second. Roger. Müsste ja hier die Lunchbox irgendwo sein. Die erst jemand finden kann, glaube ich. Wobei ich mir nicht sicher bin. Ich glaube beim ersten Mal, wenn man hier langläuft... Ach, wobei doch, ich sehe da... Das ist Mandy Mays Strickerei. Bei manchen Spielen ist es ja manchmal so, dass wenn man das erste Mal zockt und dann an so einem Ort ist, dass sie erst noch nicht triggern, also dass es quasi noch nicht da ist, der Gegenstand, weil das noch das Tutorial ist. Ah, hier sind auch die Mittereien. Wo war das denn? Ah ja, genau, hier. Hier um die Ecke ist das. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books. But he really hates the movies. So. Okay, dass wir die... Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a... So, solche Sachen können wir jetzt auch skippen, zum Beispiel. Das wissen wir jetzt. Das Ding ist, ich bin gespannt, ob wir halt die anderen Sachen auch einsammeln müssen. Weil die Lunchboxen ergeben Sinn. Weil, aus dem Grund, weil wir damit ja hier unsere Waffen-Upgrades freischalten. Und sowas. Und wir können halt ohne die Lunchboxen nicht alle restlichen Upgrades freischalten und sowas. Das ist nämlich das Ding. Das ist nämlich das, was wir jetzt beim zweiten Mal halt überhaupt erst hinkriegen können. Beim ersten Mal kann man, wir haben ja alle Lunchboxen gefunden, gar nicht genug Punkte kriegen, damit es funktioniert. Welcome back, Anderson. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you.
So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Thornton, he's joking. Let's just see this body, shall we? Vor allem, das ist auch spannend, weil die wissen, dass es übernatürliche Dinge gibt, Mulligan und Thornton. Ergibt es halt auch Sinn, dass wenn er einen Joke über UFOs macht, dass Thornton nicht das sofort glaubt, weil er so dumm ist, sondern der es glaubt, weil er weiß, dass es paranormalen Kram gibt. Now this is the scene of the crime. Und so wird aus einem kleinen Joke wieder ein bisschen mehr Charakter erinnert. Also das ist das Geile, dass man jetzt beim zweiten Mal halt genau merkt, wie präzise die Hinweise und Sachen gesetzt sind und wie sinnvoll das erzählt wurde. Also, wie gesagt, wie bei jeder guten Mystery ist ja auch wie bei vielen sehr, sehr geilen Mystery-Movies, die man beim zweiten Mal immer noch geil gucken kann, wenn man dann halt alles schön zusammensetzen kann. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Auch bei solchen Sachen, ne, weil wir es alles schon wissen, werde ich Body is jetzt positioned on the versuchen, table. da so ein bisschen durchzurushen. Ritualistic. Da brauchen wir jetzt keine, ich sag mal, muss ich jetzt nicht dramaturgisch irgendwas machen. Genau, die Charm-Slot sagt mir, jetzt haben wir schon, hier fehlt mir sogar noch eine letzte Reihe. Das ist mir aufgefallen, als wir durchgespielt haben, dass mir hier diese letzte Reihe fehlt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man die jetzt erst im New Game Plus freischalten kann, die letzte Reihe vom Inventar, oder ob ich wirklich irgendwas übersehen habe. Ich dachte nämlich, dass also eigentlich rein von dem, was man so finden kann, hatte ich eigentlich alles entdeckt, soweit ich weiß, was man finden kann. So. Escape for Crime Scene. Ja, ich bin ja dabei. Also ich muss erst den Case öffnen, I get it. Another body turns up just as we arrive in town. So, ist natürlich auch sinnvoll, dass man das mit den Cases auch nochmal machen muss. Ich werde jetzt halt nur jetzt alles ein bisschen beschleunigen. Weil natürlich ohne Saga als Charakter das weiß, bringt es halt nichts, weiter zu spielen. The killer left the heart right next to the body. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. So, könnte es hier Pre-Spider, ja. Heart removed from chest. Strapped by the... So, wir kennen ja das Ritual. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim Da died haben wir here. mehrere Multiple Fußspuren. people were here. Genau. Multiple killers? Dann, die haben lange gewartet, weil die bereits wussten, dass Someone er was da kommen drinking beer. wird. They spent time here. Waiting. Und hatten Licht, Someone left in a hurry. genau, haben Tripods Knocked the tripod aufgestellt, over. um die Was it Lichter for a aufzustellen. camera? Killers, multiple footprints, zack, zack. Bootprints, indicating multiple killers. Quite the party. So, das sind, glaube ich, soweit alle Hinweise. Jetzt müssen wir mit Casey sprechen. Die erzählt uns über ihn. Ah, nee, erstmal ihn. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together.
After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Ganz genau. So, Nightingale, Demon, so, Victim. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Genau. Premeditated Murder, ne, das war schon geplant. They planned for the murder to happen here. Passing the... Ja. Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Genau, sollen uns auf jeden Fall schon mal hier alle wichtigen Hinweise für später angucken. The Mile High Strangler case. Proud of that one. Damit wir schon mal die Sachen über Saga wissen. Für das This Finale. mug always cheers me up. Die Erinnerung an ihre Tochter. My first ever prank on Casey. A true classic. Ihre supergeilen Pranks. Ich finde es einfach süß, dass sie so ein bisschen, dass sie so ein bisschen awkward ist. Also dass sie nicht super cool, eine super coole, krasse FBI-Agenten-Lady ist, sondern sie an diesem weirden Humor hat, der einfach nur so ein bisschen lame ist Casey's favorite eigentlich. brand. Tastes terrible. Aber das ist, was Remedy bzw. Sam Lake sowieso immer gut kann. Immer sehr interessante Charaktere schreiben, die nicht einfach nur wandelnde Mom may be gone, Klischees sind. but whenever I read this, I feel like she's still here. Genau. Miss you, kiddo. I'll be home Tochter. soon. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier nur so ein Model ist in dem Foto oder ob das wirklich die Voice-Actorin ist, die die Tochter spielt. Weil ich meine, auf IMDb gab es, glaube ich, kein Foto von der Kleinen. Fände ich natürlich auch interessant, weil für den Fall, dass in Zukunft oder in den DLCs sie mal vielleicht mal als Person zu sehen oder auftauchen sollte, wäre es natürlich interessant zu wissen, ob sie das dann so machen wie bei Il Gavilli und Matthew Porretta oder ob sie dann wirklich einfach auch wieder, ne, auch für das Kind die eine Schauspielerin gecastet haben. If only the rest of the Bureau knew what a softie Casey is. Genau, zu den Hirsch kommen wir ja noch. Here we go. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. So, weil das auch nur Informationen sind, werde ich die Sachen auch Nightingale was überspringen. chosen as the victim. Also die normalen die normalen Dialoge überspringe ich nicht. Erstens, weil ich die Charakter sehr mag und weil, wie wir es gerade schon gemerkt haben, im kleinsten Satz interessante Dinge sind, die beim zweiten Mal nochmal spannend sind. Aber hier bei den Profiling-Sachen, das sind ja nur Hinweise, die wir schon kennen. Deswegen werde ich die dann so auch wieder so ein bisschen The lake is beschleunigen. connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. Okay. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated.
Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. A witch with no heart. A strange echo of owl murder. I didn't know trees got that big. Das sieht auch einfach so geil aus. You need to get out more. It is kind of creepy, though. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. Und die erste Manuskriptseite. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. The killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. So, which found a rock victim came from, genau. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. We found a page in the woods. A story. Zack. Found all I can here. Time to Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Sehr gut. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative to do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Hey, Don't you let made it it back. drag you in. Good. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination, ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the Bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Ist auch gut, dass die Deputies halt so hilfreich wie möglich sein Seems wollen. like a nice town so far. Murder's Weil
Wie gesagt, ne, es ist halt weniger The auffällig, lodge we got set dass up man, in. dass man was damit zu We tun should go hat for a hike sozusagen if und we get a darüber chance. weiß. Wenn man einfach so gut wie möglich einfach hilft und einfach sich Deputies nichts aren't anmerken lässt. Das exactly up macht to the schon ziemlich task, gut. but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Und wie man sieht, ne, es funktioniert für Casey und Saga, weil die sofort annehmen, okay, ne, die haben sowas noch nie gesehen, die kennen sich gar nicht aus, guck mal, wie dumm die sind und sowas. Ne, das ist schon, Who's leaving these out here? die machen das quasi sehr, sehr gut. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Genau, wir wissen ja schon, dass der Tripod für die Lampen ist, um den Here we are. Besessenen Let's drive back to in Schach town zu and meet the halten. sheriff at the diner. Und los geht's. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Ich finde es auch interessant, dass wir dann so rausfinden, wie sich dann langsam so Veränderungen am Manuskript, die Alan an Scratch's Story vorgenommen hat und ähnliches, dass die dann langsam so reinbluten. Das heißt, Casey glaubt jetzt gerade, glaube ich, noch nicht, Swing by the lodge to get. dass Saga hier in Bright Falls oder beziehungsweise Watery I want to walk to the diner. gelebt hat. Get a feel for the town. Ist gut. Und da sind wir wieder in Bright Falls. Das Interessante ist, ich habe gelesen, The dass diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. jetzt bin ich halt gespannt. Genau, ich glaube, das erste Mal, wenn man offiziell speichern kann, kriegt man sein ganzes Gear, was man vorher hatte. Da bin ich schon gespannt. I'm gonna go check something out. Be right back. So, die Pad-Main-Shows, die haben wir auch gehört. Die müssen wir uns jetzt nicht nochmal anhören. Im Gegensatz zum ersten Teil finde ich die funktionieren nicht so für Storytelling ganz gut, aber im ersten Teil fand ich die auch an sich einfach schöne Shows und habe mir die immer wieder gerne angehört. Hier geht's so. Okay, also die Card Stashes hat man schon nochmal. Da bin ich gespannt, ob vielleicht die Rätsel da wenigstens anders sind. Dann ist auch okay. Ich meine, die Stashes haben ja erfüllen zum Beispiel trotzdem noch einen Zweck, weil man das Equipment ja trotzdem braucht. Das heißt, die da sind ist auch okay. Soweit, so gut. Und bei Nursery Rhymes, ich meine, würde ich halt auch mir wenigstens wünschen, dass es dann andere Nursery Rhymes sind. Aber wie gesagt, es ist halt New Game Plus und ist nicht einfach ein komplett neuer Run. Also nicht ein komplett neues Spiel, meine ich. Bam! Und deswegen verstehe ich natürlich, dass man es nochmal macht. Just a few more days. So, gucken wir direkt schon mal in den Zimmern nochmal. Das sind die Unterlagen von Casey. Das ist unser Zimmer.
Das Interessante ist halt auch, die Dynamik des Storytellings ist natürlich ganz cool für einen weiteren Run, weil jetzt können wir auch uns natürlich, auch wenn wir wollen, anders entscheiden, wie viel wir von Alan's Story spielen und wie viel wir von Saga Story spielen. Dann kann man auch wirklich dann, ne, dass das nicht alles exakt nochmal gleich abläuft, sich nochmal mit beschäftigen, wie lange man dann was macht zum Beispiel. Es ist schon, es ergibt auf jeden Fall Sinn, das nochmal zu machen. So, jetzt wissen wir ja, was hinter dieser Tür verborgen ist. It's not opening. Das kommt natürlich erst später. Damit wir es aber nicht vergessen, das zu machen. Gehe ich schon mal in den echten FBI-Raum hinein. Und dann streichen wir schon mal den Hirschkopf für später. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Genau, der echte FBI-Raum. Ich glaube aber sonst war hier nichts Wichtiges. I can't force it open. Da können wir es später rein, wenn wir speichern können. Okay. Ah, was haben wir denn da? Ah ja, die Map. Sehr gut. Das Gute ist, dass wir jetzt alle gemeinsam sehr zielgerichtet das zweite Mal durch die Story gehen können und ich jetzt auch nicht für euch aus dramaturgischen Gründen Welcome back, Anderson. irgendwie was vorspielen muss, sage ich jetzt mal. Just how much coffee have you had today, Charlie? Moment. Any interesting guests lately? I'll be back in a second. Roger. Weil wir das mit Maya Setter natürlich auf jeden Fall nochmal machen wollen, weil was wäre denn ein Spiel ohne... Won't roll over on the issues. Genau, was wäre denn ein Run, ohne dass man einen Hund streichen kann? So, wir müssen ja eh zum Audiodyne, das heißt, wir gehen einfach den straighten Weg dahin. Und reden erstmal mit Sheriff Breaker und Co. Oh dear. You. Hello. How's it going? Did you get lost, Anderson? Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Was ich richtig süß finde, in einem Interview meinte Sam Lake, wurde Sam Lake auch gefragt, so, wie war es denn wieder mit Sean Ashmore zusammenzuarbeiten nach Quantum Break und sowas, ne? Und da meinte dann Sam Lake nicht nur, dass er sich sehr darüber gefreut hat, wieder mit ihm zu arbeiten, sondern meinte auch so, meinte einfach nur so, oh, Sean is a great friend. Und das fand ich so süß, dass ich mir dachte so, ja, die haben, ne, man arbeitet ja jahrelang an so einem Spiel und dann sind die mittlerweile, ist das dann gar nicht mehr dieses, oh, der ist so ein, Sean Ashmore ist so der Hollywood-Celebrity, der nach Finnland kommt und den bei dem da mitarbeitet, sondern die haben jetzt so viel schon zusammen gemacht und sich scheinbar so gut verstanden, dass die einfach jetzt mittlerweile einfach schon so auf Augenhöhe sind, in gewisser Weise und dann sagen, wir sind Freunde. Und ich möchte aber nicht sagen, dass ich denke, Celebrities stehen irgendwie höher. Das empfinde ich nämlich natürlich nicht so. Jeder, das sind alles auch nur Menschen. Aber für die war das natürlich so krass für Remedy damals, als sie Quantum Break gemacht haben, weil
ihre ersten Games, ne, die Max Payne Games, ne, Alan Wake, ja in so eine Hollywood-mäßige Richtung gehen und dann auch und auch von vielen Filmen inspiriert sind und sowas. Und dann bei Quantum Break hatten sie das erste Mal ja die Chance, da mit echten amerikanischen Stars zu arbeiten. Und da kann ich mir halt sehr gut vorstellen, dass sie da sehr starstruck waren erstmal, aber ich finde es schön, dass mittlerweile die dann auch so sind, so, ach, wir sind einfach alle Buddies, wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Und so ist man freut sich dann einfach wieder mit den Leuten arbeiten zu können. Sheriff, have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos. Ich finde das Acting einfach immer so geil generell, also auch die Animation und sowas, also es ist so, ich gucke den einfach so gern zu, weil es so cool gemacht ist. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree. The cult of the tree. Cult of the tree." Oh, and then we found her. The whole thing was terrifying. That's all. Genau, jetzt nutzen wir so Profiler-Fähigkeiten. Dieses Mal wissen wir ja, dass das eine übernatürliche Fähigkeit ist und sie deswegen jetzt auf Dinge kommen kann, die sie eigentlich nicht wissen sollte. What are... The Bookers were at Cauldron Lake. Aber interessant, die Songs habe ich schon. Und das scheinbar gibt es einen, vielleicht sogar einen neuen Song oder wir haben einen nicht gehört, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Genau, aber die Pet-Main-Sachen müssen wir natürlich nochmal einsammeln, alles klar. Gut zu wissen. Ach ja, da hatten wir noch eine gefunden. Snap direkt dran pinnen. We're dealing with an organized... The cult of the tree is behind these murders. Case closed. Dann haben wir die These stashes could contain clues about the... Das war in Bright Falls. Zack. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to... So. Cult of a Tree. Cult to several masks. Goal. Who's involved? Da, genau. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Okay. Told you not to keep that thing to me. Thanks. This could prove to be Jetzt kommt helpful. unsere liebste Do me a favor. Stick Verrückte. around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Fez. Oh God.
Saga! Saga Anderson, as I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Ja, es ergibt natürlich auch Sinn, dass Alex Casey noch nicht auf die Veränderung der Story reagiert. Es handelt sich ja, wie wir bei Control sagen würden, handelt es sich ja erneut um ein Altered World Event in einem bestimmten Areal. Das heißt, dass Rest easy, buddy. erst jetzt, wo wir in Bright Falls ankommen, die Story ja langsam einen Effekt auf die Charaktere hat. Und bei Saga ist natürlich auch ihre Herkunft als Anderson, als Teil der Anderson-Familie, dass sie dann halt, dass sie davon dann halt nicht betroffen ist. Hier bin ich auch gespannt, weil wie gesagt, das ist ja diese eine Tür, die als abgeschlossen gekennzeichnet ist, aber man kann da nie rein. Also ich habe es ja schon zweimal durch und bin da nie reingekommen und im Internet gibt es auch noch niemanden, der es geschafft hat. Da gilt das auch als die Mystery Door. Ich bin gespannt, ob das jetzt zum Beispiel Teil des New Game Pluses ist. Also ob man jetzt, ob wir es in diesem Run schaffen können oder ob das erst noch in einem der DLCs oder sowas kommt. Mal schauen. Wäre ich natürlich sehr gespannt, was sie da verstecken wollen. Moment. Kann ja noch mit denen reden. A cult murdering a man is pretty extreme. Why didn't you tell the police what you saw? We did. We told those two idiot deputies. They didn't listen. And they wanted to throw Ed and I in jail for that murder. You know, Bright Falls is just Alabama with bigger trees. This is my case now, and no one is throwing you in jail. If you need anything else, just come to me. Got it. Thank you, Saga. Ja, wie gesagt, ergibt halt Sinn, ne? Weil die waren natürlich so, oh cool, wir haben da jemanden, den wir für uns in den Knast stecken können und sowas, ne? Damit niemand drauf kommt. Und ja, zum Glück hat das FBI schon recht früh davon mitbekommen. So Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. Das kommt jetzt zum Glück nur in der Dark Place-Version vor. Da hat die Stadt nochmal Glück gehabt, dass wir jetzt nicht einen Killing Spree haben. Was wollte ich gerade sagen? Ich war gerade irgendwas, war mir gerade noch eingefallen. Achso, ja, genau. Ich hatte halt gerade überlegt, wer hat denn das FBI gerufen? Aber ja, genau, es war Tim Breaker natürlich, weil Tim Breaker hat ja mit dem Cult of the Tree nichts zu tun. Logisch. My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead.
Looks like we're dealing with a cult. So, Setter ist Cult better. of the tree. A murder cult. Fuck. Setter is better. So, was ich jetzt auch schon mal besorge, ist die nächste Lunchbox. Ah genau, letztes Mal haben wir die Vögel ja nicht verscheucht, jetzt machen wir das mal. Tweet, my sweets. Now why'd you go and do that? Stomping around like that and scaring the poor little things. Oh. If not for the birds, I might just go a little nutty. A little cuckoo, if you will. Oh, das ist so traurig. Deswegen habe ich das letztes Mal nicht gemacht, weil mein Kumpel das beim ersten Mal nämlich auch gemacht hat und ich war so, Gott, die arme Frau. Deswegen fand ich es schön, dass man das auch verhindern kann. Oh, und die beiden haben wir letztes Mal, glaube ich, auch gar nicht gesehen. Die sind so weird. Time is deceiving. The days of our lives are fleeting. And they end in the end. They end. WTF. Ich glaube, die sagen sogar noch mehr. Ah, ich habe mein Kalendertürchen noch nicht aufgemacht. So, how have you been? I hear things are looking up for you. Oh, thank you. Yes, that's correct. My efforts are being rewarded in abundance. How lovely. I'm proud of you. As am I of you. So weird. So, während ich mir eben mein Kalendertürchen wegsnagge. Bin ich mal gespannt, ob die noch was erzählen, aber ich glaube nicht. The moon Ah, doch. and the sun and the circles they run. The light of the stars, the sky where they fly. Down below we flow, below we flow. There's another lunchbox. Zack. Genau, sind ja Occult Symbols. Ach Quatsch. Falsche Taste. Zack. Ah ne. Dann haben wir erst die Hälfte, alles klar. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will protect its citizens sort of from the thing. dangers of unsanitary. Morning, Sheriff! Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. I'll be right with you, sir. So, direkt erstmal die E-Mails durchgehen. Die kennen wir ja zum Glück. Manchmal sind ja Hinweise drin. So.
Map, genau. No speeding happening here, I see. Sir? It doesn't budge. Hier ist nur dieser Zettel, von den, wo ich jemand fragt, wer verdammt nochmal Klopapier klaut. Hey! Agent? As you know, the investigation is being taken over by the federal agents. Sheriff Breaker wants us to cooperate fully. Hell yeah. I am a tourist. Gucken wir hier einfach nochmal. That I'm lost in the woods. He's only had a tour guide also. It's bear season. Die sind einfach immer wieder gut. A bear. Help. Boots. Did somebody call for a tour guide? Oh, wow. Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World Magazine. Jetzt wäre es ja sein eigenes Magazin ist. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Janko. Many local attractions have recently become fenced off by the government. And that's why, at Koskela Brothers Adventure Tours, we say, Fuck the government. We have bolt cutters. Oh, wow. You think of everything. And we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. A tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner coffee thermos. Ah, ist so geil. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Something about morgues. They always... Da komme ich später rein. Huch. A haunted morgue. I can't get through this. Da nehme ich später rein, okay. Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What are the... Aha! They did leave something inside his chest. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Das finde ich auch spannend, dass er so lange in dem Dark Place war, dass er quasi als wie so eine Art Wasserleiche wieder rausgekommen ist, also wirklich noch von der Dunkelheit besessen. Und dann worauf er geschrieben ist, wahrscheinlich ist das genau die Lines, die das haben wahr werden lassen, was ihm passiert ist, steht wahrscheinlich auf seinem Körper wie gedruckt. Defensive wounds. He put up a fight. There's writing on here.
Can't make it out. Time to see what Nightingale's body can tell us. Cause of Death, genau. Think Saga. Okay, dann gehört das mit zu Writing. Text is smudged. Looks inverted. Crucifix Heart can't have been marked before Da. removal. Sich quert und chest ripped open. There's definitely something in his chest. Here we go. Ich finde es einfach geil, dass das so der Point ist, an dem alles urplötzlich extrem crazy wird. Ja, bis jetzt war es ja noch sehr geerdet eigentlich. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait! Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Genau. Vor allem Make You Pay. Damit meint er natürlich Alan. Wenn er Alan findet und gefangen nimmt in Folge 4 von dem ersten Teil. It's your fault and you're gonna pay for it. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Okay, 1, 2, 3, go. Go! Hemingway brought you here, witch. Get out of my house. A monster. He vanished.
He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal. Their purpose. Ganz genau. A dead man turned into a monster. Light. So, Coffee Trees before Richards, genau. Called Goal. What is a ritual? Genau. Writing part of ritual victim could become monster. Nagi was the only victim become monster. Das ist genau. Think, Saga. Was involved? Cap Psychology, Card Symbol. Doch Goal? Ja. Zack. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale. Into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. So, ich bin auch gespannt, wie viel sich noch ändert im Verlauf der Story. Where did you go back at Cauldron Lake? Ja. Und Saga to pursue Nightingale, ja. Weil ich denke mal, dass der Anfang wahrscheinlich jetzt erstmal wieder, wie so oft, dann erstmal so der Part ist, der wahrscheinlich immer schon ziemlich gleich bleibt. Aber ich bin gespannt, wann dann noch, was dann noch für Must be locked from the other side. Was dann noch für
wenn man am Denken ist und gleichzeitig merkt, dass man auf Toilette muss. Das wollte ich den eben zu Ende führen, den Gedanken. Das habe ich völlig vergessen, was ich gesagt habe. Egal. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Ah ja, genau, ich wollte sagen, wahrscheinlich ist der Anfang erstmal das, was am ähnlichsten ist. Und dann kann ich mir vorstellen, dass zum Beispiel in den neuen Manuskriptseiten die Änderungen und sowas, dass das dann kommt, sobald man das erste Mal mit Alan im Dark Place ist. Und dann bewusst die Story vielleicht hier und da verbessert. Also ich, wie gesagt, ich habe jetzt nicht die ist ja früh morgens. Kurz strecken. Also ich habe es nicht, wie sagt man, ach Gott, wieso kann ich den gerade einfach überhaupt nicht denken? Beziehungsweise den Gedanken nicht zu Ende führen. Was ich sagen wollte ist, genau, ich stelle mir jetzt natürlich nicht vor, dass sich extrem viel ändert. Wie gesagt, das ist einfach nur New Game Plus. Aber wie gesagt, bei Remedy, wenn sie dann schon, wie damals bei Alan Wake 1 mit dem Nightmare-Modus mit neuen Manuskriptseiten oder bei Quantum Break mit den verschiedenen Entscheidungen, die die Story beeinflussen, also die haben schon, also wenn Remedy schon ankündigt, ne, es gibt neue Story-Inhalte und sowas, ne, dann ist man einfach aufgeregt, weil jetzt warte ich halt die ganze Zeit drauf, was denn noch für Sachen kommen, die anders sind, die vielleicht noch neue Hinweise bringen oder wirklich Veränderungen sind und sowas. Aber ich kann mir, also ich denke mir, versuche mir natürlich meine Erwartungen niedrig zu halten und realistisch zu denken und zu sagen, gut, das werden wahrscheinlich nur so Kleinigkeiten hier und da sein. Aber ich bin trotzdem die ganze Zeit schon richtig aufgeregt, weil jetzt habe ich das Spiel ja schon das 2,5. Mal durchgespielt. Und sowas. Ich und mein Kumpel sind ja immer noch dran. Wir haben uns jetzt sehr lange nicht gesehen, weil er zwischendurch krank war und viel Uni hat. Ne, jetzt ist ja Ende des Jahres, jetzt müssen die wahrscheinlich kurz vor den Feiertagen wahrscheinlich richtig viel machen, nehme ich an. Also sind wir noch gar nicht weitergekommen. Damit mit meinem Kumpel bin ich nämlich jetzt noch bei der Stelle. Wir sind jetzt das gerade noch da, wo man noch im Valhalla Nursing Home ist. Und da sind wir gerade. Das heißt, da kommt noch einiges. Ich habe auch richtig Bock, mit ihm das weiterzuspielen, weil er noch gar nicht weiß, was auf ihn zukommt. Und ja, genau. Deswegen. So, jetzt muss ich aber wirklich ganz kurz auf Toilette. Ich bin sofort wieder zurück.
So, da bin ich wieder. Nicht wundern. Der ist natürlich die Spielsitzung wieder geschlossen, weil ich zu lange auf dem Klo war. Das heißt, wir springen jetzt mal kurz wieder ins Game rein. Das weiß ich natürlich nicht, wo der jetzt automatisch gespeichert hat, aber ich nehme an, dass es schon genau der Moment nach dem Chapterende sein wird. Dankeschön. Jetzt habe ich noch meinen Pudding aus dem Kühlschrank bekommen. Muss ich mir mal eben schon mal einen... So, hier schon mal einen Löffel zurechtlegen für gleich. So, 1 Stunde 9, kommt hin, naja. Okay, los geht's. Jetzt, wo ich gerade meine Follower-Liste nochmal sehe, beziehungsweise die letzten, das wird mir auf OBS angezeigt, ist mir wieder eingefallen, da war ja dieser eine Georgia Wealth, dieser eine Typ, der mir gefollowt ist und dann direkt über Discord irgendwie freundschaftlich connecten wollte. Das habe ich gar nicht gemacht, aber er scheint noch zu followen, das freut mich. Aber das ging mir ein bisschen schnell, falls das nachvollziehbar ist, ne, dass er dann direkt meinte so, ja, ich möchte halt unbedingt neue Freunde und Leute kennenlernen, willst du dich dann mit mir auf Discord treffen und so. Also ich bin so, ja, man kann sich ja erstmal hier im Stream erstmal unterhalten und kennenlernen und wenn man dann merkt, ne, man interessiert sich füreinander, dann würde ich das auch machen. Also, ich mag das halt nicht, ich bin sowieso nicht so Social Media affin, aber ich mag das dann halt auch nicht, wenn man dann so viele Leute in der Liste hat, mit denen man nie so richtig spricht. Und dann bin ich auch kein Mensch, der Leute einfach aus einer Liste, aus einer Freundesliste oder so rausschmeißt. Würde ich, glaube ich, eigentlich nie machen. Weil ich mir denke, so, ach Quatsch, das sendet das falsche Signal, weil vielleicht sind die Leute ja interessiert oder interessant und es würde sich lohnen, mit denen zu sprechen. Das ist genau wie bei WhatsApp-Gruppen. Hoppala. But he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. Naja, genau, auf jeden Fall. Saga was back at Cold Mag ich das bei WhatsApp schon nicht, wenn man zu vielen Gruppen drin ist, aber sich auch immer aus jeder Gruppe wieder rausziehen, naja. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. So, jetzt können wir es ein bisschen überspringen. I'd love to blame this on mass hallucin... Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is... Genau, also falls ihr auch das Spiel noch irgendwann nochmal spielt, zum Beispiel auch in New Game Plus, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn man mit Leuten sich unterhält, kann man es zwar überspringen, aber man kann nur überspringen, sobald die andere Person spricht. Also solange es Saga spricht, das kann man nicht überspringen, aber sobald die andere Person antwortet, dann kann man es skippen. Nicht, dass ich es empfehlen würde, aber ich muss ja jetzt das Spiel schon zweimal durchrushen, um dann Spielstände wieder an den richtigen Punkt zu bringen, die ja dann versaut wurden. Und als ich das dann machen musste und es dann nur so Fleißarbeit war, schnell wieder dem Punkt zu kommen,
an dem man war, habe ich das halt gemerkt, dass es dann ganz sinnvoll ist, dass man dann auch diese Unterhaltungen dann auch überspringen kann. Ach Quatsch, das ist das Ritual natürlich. Zack. What's part of a ritual? Also nee, das ist dann. Genau. Aber das ist dann what's part. Okay. Huch. Hallo. Nee. What's the ritual? Achso, ja, das. Alles klar. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. So. Gucken, nix, alles klar. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. But that's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Well, yeah, right. Well, that's all crazy talk. Monsters aren't real, and what do you mean the sheriff disappeared? Like poof? He's gone like magic? Magic's not real. Jetzt müsst ihr noch mal drauf. No, Thornton. Monsters aren't real, and magic's definitely not real. Sie noch mal so ein bisschen das noch mal drauf pochen, dass sie auch ganz sicher nicht an Monster glauben und so. My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? Smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Rinse and repeat. Clock out, get a beer. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha ha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was
copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before... The heart. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. Great. This area is supposed to be close to the public. Da steht sogar FBC drauf, habe ich gar nicht gelesen. Ja. The writer of FBC these van. pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. Das ist geil. Es wird einfach so kein Wunder, dass die Best Art Direction gewonnen haben. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? Ganz genau. They don't. Sehr gut aufgepasst. We're not seeing the full picture yet. Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted areas. Natürlich achtet er da drauf, ne, was die FBC-Leute machen, weil die sich ja da was abzwacken, um an die Infos zu kommen und mitzubekommen, wenn da irgendwas Weirdes passiert oder jemand aus dem See kommt. Hello. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business, fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? Ah, das ist interessant. Ich glaube, die Veränderungen in der echten Welt durch die Story beginnen erst in dem Moment, als Alan das Manuskript halt fertig geschrieben hat, was ja zeitlich, wie wir mittlerweile wissen, erst ab dem Moment ist, wo sie hier sozusagen das Ritual, das Dark Ocean Summoning Ritual durchführt und er dann jetzt am Cordon Lake ausgespuckt wird. Das heißt, jetzt ist Alan ja noch im Dark Place und sobald er rauskommt, ändert sich erst die Welt. Das ist dann so ein bisschen wie in Alan Wake 1, wenn man im Oh Dear Diner ist am Anfang und die Leute sind quasi noch ihr normales Ich und erst nachdem er dann in den See springt und wieder auftaucht, eine Woche später, verändert sich ja alles durch seine Story. How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta, and we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous sweater saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Pulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that.
The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. Genau, erstmal verdecken, dass sie selber da am Rumfingern sind. What the hell is that? What'd you find there, Steve? Genau, aber ne, in der Notiz steht ja auch, dass Raccoons mal erst, sagt er auch schon, ne? Aber Ilmo tut erfolgreich, so als wüsste er nicht. Es wäre ja auch überrascht, so, ja, keine Ahnung, was das soll. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. I never minded rain. It feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. A locked box. Is that the cult of the tree symbol on it? Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. A creepy twig sculpture? Okay, also die Rätsel sind scheinbar doch dieselben, wie es aussieht. Das finde ich ein bisschen schade, aber jetzt auch nicht super I feel schlimm. bad for these guys. Ich hätte halt gedacht, dass die dann einfach so ein bisschen so eine Variation vielleicht sind, aber das sieht jetzt aus, als wäre es das Gleiche. Da haben wir die Sanduhr. Hände waschen ist hoch runter. Und take a nap links rechts. Sanduhr hoch runter links rechts. Das Gute ist, man kann sich die Lösung eh nicht merken. Außer von den Zahlenrätseln, die merke ich mir, aber es ist eher so Überlebenstrieb. Als Mathe-Legastheniker. Die ist links rechts? Nee. Achso, die Reihenfolge stimmt wahrscheinlich nicht, ne? Ja. Also erstmal Hände waschen, dann Chicken out of the fridge, dann take a nap. Ah, vielleicht ist die Reihenfolge dann... Ah, okay, wobei, das kann ich jetzt nicht behaupten. Zack. Das habe ich jetzt wirklich nicht im Kopf. Ammo. Looks like they're tools of the trade. So. Ach, hast du das Spiel echt gemerkt? Ah, nein, okay. Die Quickslots, genau. Also, das kommt auf jeden Fall auf die 1. Die kommen auf die 2. Das war's erstmal. Okay, soweit so gut. Hier waren ja auch keine Schubladen mehr oder so, die man noch öffnen konnte. Soweit ich weiß. Like a squad or something formed eruption. Lake is hiding in place. Is a hiding place beneath the camp surface. Genau, da hat jemand schon so Theorien, dass mit dem See irgendwas auf sich hat, was ja tatsächlich stimmt. Dong, schön die Gitarre umgeworfen. Ja, das Sounddesign ist auch Hammer.
Kommen wir hier nochmal raus. Ich glaube, das ist dann bei dem Lake House, genau. Ich löse das trotzdem aus. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. The station heads are not currently available. Access is restricted without their permission. Nice talking to you, too. Ich bin gespannt, wer das ist, weil ich, wie gesagt, es kommt ja noch der Lake House DLC und ich bin richtig, richtig gespannt, was es da mit auf sich hat. Sonst passiert ja nichts mehr, ne? Alles klar. Ja, bevor die DLCs rauskommen, werden wir es bestimmt schaffen, mit dem New Game Plus Modus, das mit dem neuen Ende wahrscheinlich auch nochmal durchzuspielen. Denke ich mal. Und genau, das wäre natürlich ganz geil, wenn wir da mit diesem Save-File da reingehen. Komplett ausgerüstet und alles. Ah, genau, es war ja unter der Leiche. Good eye. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. Monsters? Overlaps? Rituals? What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around, learn what this ritual is. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Okay, so. Jetzt versuche ich natürlich dann auch wieder möglichst in einem Durchgang möglichst alles einzusammeln, was wichtig ist. Genau, hier war doch noch irgendwo eine Lunchbox, die wir letztes Mal dann doch irgendwie noch übersehen haben. Wo ich mir ziemlich sicher war, dass ich sie hatte. Da. Nice. Das war das über UFOs. Wo meine Annahme ist, dass das hier Notizen sind von Tim Breaker. Der zwischendurch versucht hat, Hinweise auf Mr. Door zu finden. So, jetzt haben wir wieder ganz schön viel Kram eingesammelt. Also, das sind die Cult Symbols. Ist einfach immer schlauer, das direkt alles zu machen. Auch für neue Hinweise. Where did you go? Da. Und neue Dialogoptionen und sowas. Am besten immer alles frühzeitig machen. Bei den Sammelsachen ist einfach nur ein schönes Gefühl That's it. des Erfolgs, den Kram schon mal erledigt zu haben. So, das ist auch wieder Cauldron Lake. Zack. Und weiter geht's. Ah, Moment. Wenn wir schon mal dabei sind. Ne, 12 reicht nicht. Ne? Ah!
Jetzt können wir den Rest auch schon hochballern. Das ist ja geil. Bootslodge Enemies will attract fired. Da. Aber hatten wir das nicht mit den Magnetic Pole? Und Feedback Loop hatten wir doch auch. Ah nein, ist das jetzt etwa... Oh, lass mich mal kurz überlegen. Augenblick mal. Das Spiel hat ja nicht spezifiziert, welchen Spielstand es nimmt, als wenn man es durchgespielt hat. Das heißt, also da stand nur, man muss einen Spielstand haben, mit dem man das Spiel durchgespielt hat. Sonst kann man New Game Plus natürlich nicht benutzen. Ist natürlich die Frage, ob er jetzt meinen letzten Spielstand genommen hat mit den Sachen, die wir gefunden haben. Oder den von meiner Schwester. Das wäre natürlich doof, weil meine Schwester und ihr Freund ja zugegebenermaßen schnell durchgerusht sind und nicht alles gefunden haben. Da müssen wir doch noch mehr finden, als ich dachte. Ich hoffe nicht. Also ich hoffe, der hat einfach den aktuellsten Spielstand verwendet. Ich war mir ziemlich sicher, dass hatten wir nicht auch bei dem Gewehr Feedback Loop, dass man mit jedem Schuss, mit jedem Treffer quasi schneller den nächsten Schuss abfeuern kann. Und das dachte ich halt auch. Ja, das Jagdgewehr kriegen wir... Ach Quatsch, wir kriegen die Sachen ja wieder, ne? Dann haben wir das Jagdgewehr schon. Dann würde ich nämlich eher Saga fired the rifle. das hochballern. Hit the taken again. Pulled back the bolt to reload. She fired again. Another hit. Faster. Again. Yet faster. Again. A strange, lethal feedback loop forming. Speeding up. Genau. Ich gucke später nochmal, schaue ich nochmal in den anderen Stream rein. Und schau nochmal, vielleicht erinnere ich mich auch falsch und habe das nur mit meinem Kumpel oder so gemacht. Aber dann müsste ich nämlich doch nach allem Möglichen dort noch Ausschau halten, weil ich nämlich weiß, dass die beiden wahrscheinlich super viel haben links liegen lassen. Das fände ich ein bisschen schade, weil ich würde ja natürlich denken, dass unser Spielstand, den wir gemeinsam erarbeitet haben, dafür benutzt wird. Aber gut. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob dann die Shotgun noch da hinten ist, wenn wir die jetzt sowieso quasi bekommen. Some suspicious activity spotted. So, hier war glaube ich auch noch... Ja, genau, hier ist ja auch noch eine Lunchbox. Die nehmen wir schon mal mit. Another one of those lunch boxes.
kommt hin. So, hier sind wir bei der Witch's Hut. Die allerdings erstmal Strom braucht. Aha, das kann man wahrscheinlich noch gar nicht machen, wie es aussieht. Ich glaube, wir müssen wirklich erstmal nur straight Nightingale folgen. Hier war so ein Jugendlicher, ne? Mit Liebeskummer, der hier gecampt hatte. Another Alex Casey lunchbox? Das war auf jeden Fall die erste, die ich und mein Kumpel damals entdeckt hatten. Deswegen bleibt mir die auch immer hängen. So, dann erstmal runter. Das sind noch die Fußspuren wieder. The tracks lead into the water. Where'd you go from? I can feel something. A presence. Nightingale isn't far. I know Nightingale is somewhere around Cauldron. Genau. So viel wissen wir ja. So, das sind die Lunchboxen, die wir noch gefunden haben. Zack. Und zack. Went through a tree into some other place. Genau, dann die ganzen Supplies von dem Kult. Nee, Kult Go. Nee. Kalb Psychology. Ah ja. Da sie sich auf etwas vorbereiten. So, da sind wir wieder bei dem Tree. What is that? These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. My flashlight burned the dark stuff away. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Ja, genau so war das. Das muss hier erstmal checken, dass sie was sie tun muss. This is the witch's hut. Anderson, I thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead.
Keep checking in. Roger. This fuse is busted. This one looks good. People should really stop littering, though. So, dann haben wir nämlich auch unseren ersten offiziellen Safe. So. Another page. Making The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Da, mein Stuff. Sehr geil. So, dann haben wir die Armbrust. Die doppelläufige Shotgun benutze ich eh nicht. Ich bleibe bei der großen. Und da haben wir auch schon unsere Charms. Super. Students have favorite quality and quantity of resources found. Jetzt spielen wir auf Hard. Ich brauche auf jeden Fall mehr Resources. Maximum Health definitiv. Und das dritte. Resilience against being staggered interrupted. Chance of starting enemy flashlight. More flashlight boost. Ich nehme erstmal diesen Lebensretter-Charme. So. Dann erstmal das Quickslotten. Das war auf der 3. Das packe ich auch auf die 3. Ne, Moment. Irgendwas davon hatte ich auf der 1. Ja, ich würde sagen Hunting Rifle. Packe ich lieber darüber. Und die Armbrust packe ich auf die 1. So. Ah, nein, nicht Discard, genau. Okay. Soweit, so gut. Dann machen wir ein Manual Save. Aber... Achso, es hängt gerade, weil das Internet hängt. Ich wollte gerade sagen. Nee, nicht beenden. Ich warte mal kurz, bis das Internet wiederkommt. Ich war halt völlig verwirrt. Ich war also, warum kann ich nichts auswählen? Ist jetzt viele Leute im VOD natürlich doof. Das muss ich nämlich einfach nur warten. Beim Livestream sieht man jetzt gerade nichts, weil die Verbindung jetzt bei 0 ist. Wieder Verbindung erfolgreich. Ah, und es ist wieder im grünen Bereich. Da sind wir wieder. Super. So, Verbindung ist wieder zurück. So, dann überspeichere ich natürlich unseren Save. Final Draft, genau. Ich bin schon so gespannt. Noch einmal Quick saven. Ich freue mich jetzt schon, wenn wir... Ja, super. Das ist alles schon geklärt, darum macht es automatisch. Großartig. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of... Genau.
Das Ritual. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Genau. Profilen wir ihn und finden heraus, dass es ja in dem Nightingale's heart. General Store ist. Nachdem sie nochmal nachdrücklich danach fragt. So. I need to check the general store for the heart. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Sehr geil, wir haben die erste neue Mauskriptseite. The writer of the first word, not the writer of the last. With the terror of the light and the shadow cast. The third eye now open to project the night. This is the moment to write. This is the ritual to lead you on. Your friends will meet him when you are gone. Ganz genau. The writer of the first word, not the writer of the last. Genau, der writer of the first word ist ja Mr. Scratch. The writer of the last will be Alan Wake, hoffentlich. The terror of the light and the shadow cast. Genau, the third eye now open. Also ein third eye, haben wir schon drüber gesprochen. To project the night. This is the moment to write. Genau, jetzt können wir endlich, jetzt ist das dritte Ei offen von ihm. Jetzt haben wir ihm ja Mr. Scratch quasi entzogen, offiziell. In dem letzten Draft. Deswegen kann er jetzt schreiben. Genau, und dann kommt wieder das Ritual, logischerweise. Ah, wie aufregend. Wie gesagt, ich glaube halt, dass noch mehr solche Sachen kommen, sobald wir aus diesem Tutorial-Gebiet hier raus sind. Ich bin schon richtig gespannt. Also es gibt ja wirklich wenig Games, bei denen sich das tatsächlich realistisch lohnt, nochmal das New Game Plus zu spielen, weil außer dass man halt sein Gear hat, aber das ist jetzt richtig gut. Saga Anderson Déjà-vu. Ah, das ist noch eine neue Seite. Yes. Saga bent down to inspect the body on the table. Somehow it felt familiar. The straps, the heart, the mutilated corpse laying on the rain-soaked wood. Like déjà vu. She chased the source of the feeling. Found nothing. None of the victims from her past cases resembled this one. It didn't feel like anything from her past. More like something from a dream. From a life she could barely remember. Maybe one that wasn't even hers. Then the feeling passed. Like a shadow in the trees shifting with the wind. Saga blinked, shook the feeling from her head. She turned her focus back on the work. There was a lot to do. Casey and the deputy were watching her. She had a feeling this would be an exciting case. Oh, wie geil! Das ist übrigens ein Déjà-vu, nicht das, was sie bei Matrix machen. Oh, hammermäßig. Vor allem, ne, je mehr die Story auch die Realität ändern wird, desto mehr werden wahrscheinlich auch diese Veränderungen kommen. Und ich bin gespannt, ob die Charaktere das irgendwann checken. Also ob Saga hat ja eigentlich die Fähigkeit, ja so ein bisschen als Teil der Anderson-Familie ein bisschen gegen die Dunkelheit und die Veränderung anzukommen, also das mitzubekommen. Und ja, deswegen bin ich halt gespannt, ob wie viel sich dadurch noch ändern wird. I'm so excited.
der Spannungsaufbau ist so gut. Christ! Vor allem der Hirsch sagt noch, ne, lauf oder leben. So. Occultist. A monster. Like Nightingale. Dieses Mal sind wir schon geübt zu verwenden. Ja, sehr geil. Ne, jetzt haben wir die Waffe ja schon. Logisch. Super. Jetzt bringen wir das Herz in die Realität. The text on the heart is clearer now. Legible. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. Yes. It would be here. Like I saw it in a dream. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. Words of a Heart, genau, ja. Sounds literary. But what does it mean? Found the heart in the fridge. Just like the page said I would. Ach so, jetzt werden mir die Seiten, die ich schon gelesen habe, nicht nochmal angezeigt? Oder, oder nicht? Ja, das ist das, was uns gerade passiert ist, genau. Aber es ist tatsächlich ziemlich gut, dass wir gemeinsam, bevor der New Game Plus Modus rauskam, beziehungsweise angekündigt wurde, das gemeinsam im Stream gespielt haben und ihr dann quasi die normale Version der Story bereits kennt. Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay, okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. Doktor. Das war, glaube ich, das mit der Shotgun. Ne? Jetzt können wir es eh nicht öffnen, ist ja egal. Genau, das haben wir soweit. Dann müssen wir jetzt wieder zurück zum Witch's Sign. Aber gerade wollte ich noch irgendwas sagen. Ah ja, genau. Ich finde es auf jeden Fall passend, dass wir schon gemeinsam quasi normal durchgespielt haben. Hätte ja auch sein können, dass ich das erstmal für mich durchzocke, das Game, was ich ja gemacht habe vorher. Dann, und dann es jetzt erst gestreamt hätte und dann gäbe es schon den New Game Plus Modus, hätte ich auch sagen können, oh ja, cool, dann machen wir direkt den. Und dann hättet ihr jetzt quasi nur eine Seite der Medaille. Und deswegen fand ich es jetzt eigentlich doch ausnahmsweise mal sinnvoll, das dann direkt nochmal auf die Art zu streamen. Ich glaube, bei anderen Games würde ich das mit so einem New Game Plus Modus nicht machen. Also auf jeden Fall nicht nochmal da eine Videoreihe draus machen. Aha, wen haben wir denn da? Scheiße. Yes!
Saga. Now Ja. keep moving. Wollte ich gerade sagen. Okay. Ich spiele jetzt auf einem höheren Schwierigkeitsgrad, aber zum Glück sind wir vorbereitet. Beziehungsweise ich bin jetzt voll drin. Das heißt, das kriegen wir jetzt schon mal ganz gut hin. Here we go. The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the Heart Witch. Show me the terror. Casey, I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey! Casey, do you read me? Fuck. Okay, Saga. Going in solo. Logan? Logan! Where are you? Davon lassen wir uns diesmal nicht verarschen. What the fuck was that? Gehen wir direkt weiter. Logan's back in Virginia. You're imagining things. Please help me. What was that? Wait. Did I get turned around? No, this is right. This place is looping. Like a nightmare. The rider went into the lake, banished the dark presence. Taken still lurked in the woods. The dark place receded. The current pulled back those with darkness inside, into the lake. Nightingale was there, one of them. The dark presence, Jagger had taken him. The witch had stolen his heart. They sank beneath the waves. The dark place, wandering in the shadows, muttering to themselves. It's dark. I'm lost. Where am I? Who am I? I can't remember. It's cold. Premium cabins for rent in Bright Falls. Who said that? Can you hear me? I need help. Please. Stop this. What did I do? You must dig it out. Their shape shifted. Echoes of the writer's dreams. Fading in, fading out. The next story and the story after that. The writer was writing again. Genau. Premium Cabins to Rent in Bright Falls ist ja das, was Carl Stuckey gesagt hat, als er besessen wurde in Alan Wake 1. He's here. Nightingale. Oh, das ist wieder so intens. Ist aber völlig egal, wie oft man das macht. Trapped here. Who escaped? Danger. Who is that? It's like they're coming in over a bad signal.
Nightingale's badge. Set to find the light switch. Show me the clicker. Nightingale hunted Okay, here we go. Das war ja auf normal schon ein ziemlich harter Fight. Scheiße. Ah! Okay, ist das die Sackgasse? Nach. Ah, Scheiße. Ach du Scheiße, man konnte sogar sein Skelett sehen. Holy hell. Who are you? What is this? Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? How to escape. In danger. The dark presence. Danger. Thanks. Got it. Hey!
Are you okay? No! It's my fault! It got out with my face! Scratch! Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before... Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. In the dark, miles apart, made a promise that I'm coming out alive. Raging heart, went too far. I will never lose myself again, or I was calling you, did you hear me? I lost my way, lost my way. I was trapped in 1,000 nights with no escape. Nightmares taking me over, and now I'm wide awake. And now I'm wide awake. Oh, I died like 1,000,000 times through the waves I break. The nightmare's finally over, and now I'm wide awake. And now I'm wide awake. Blinding lights, burning eyes. I can see myself and I don't need to hide. My foolish pride paid the price. I will never leave again, I'm by your side. I was calling you, did you hear me? I lost my way, lost my way. I was trapped in 1,000 nights with no escape. Nightmares taking me over, and now I'm wide awake. And now I'm wide awake. Oh, I died like 1,000,000 times through the waves I break. The nightmare's finally over, and now I'm wide awake. 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 Oh, I died like 1,000,000 times through the waves I break. The nightmare's finally over, and now I'm wide awake. And now I'm wide awake. Okay, ist immer noch ein Sound, aber ich glaube, der Song ist eigentlich vorbei. Anders, where did you go? All of a sudden, the radio stopped working, and then that flooding just disappeared. Crazy forest. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there.
Alex, Casey? How? Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Yeah, the PI from your books has the same name as me. Great. Moving on. Okay, dieser Sound, der da im Hintergrund läuft, der scheint hängen geblieben zu sein. Get your bearings, then we'll head out. Should look around. With the flooding gone, could be further clues out there. Ist, glaube ich, noch von Flooding dem... disappeared very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap. To Nightingale. Genau, hier kommen wir später runter. Das ist ja die Stelle, wo wir dann runterjumpen. Also sind wir hier beim Dark Ocean Summoning, genau an dieser Stelle. Und dadurch haben wir ihn ja jetzt gerade gesummont, weil wie gesagt, ne, der zeitliche Ablauf in der Geschichte ist halt natürlich anders als gedacht. They have vital information. We know about the pages, Wake. We'll keep an eye out for them. Okay. Bringt das irgendwas, wenn ich kurz mal pausiere und wieder reingehe, ob das dann weggeht? Okay, naja, just give me a moment. Ist doch nicht so schlimm. It's okay. Take your time. So, das Ding schon mal durchladen. Zack. Okay, weiter geht's. Ich möchte noch mindestens bis zu der Stelle kommen, wenn man das erste Mal mit Alan im Dark Place ist. Dann reicht's mir erstmal. Aber jetzt macht das Spiel das wieder, das was ich letztes Mal meinte. Jetzt hat er automatisch wieder die Seite ausgewählt, die ich zuletzt ausgesucht habe, und das kann ich hier direkt vorlesen lassen, ohne dass ich das nochmal auswählen muss. Super. The reality-changing influence of the dark place flowed like water flowed, like fear flowed, down the path of least resistance, eroding the weak spots until they cracked. In places where reality was more yielding, where story told and retold, imagination sparked and fear ignited again and again, had softened the walls of reality. Sites of violence and tragedy, where truth was laced with fiction, where a work of art proposed an alternative narrative, something people could suspect to be true, something people felt strongly about, something they feared. The stronger the connection between the belief and emotional response, the better. The darker, the better. A ghost of a witch ripping a man's heart from his chest. Two brothers murdering the neighbors and hiding their bodies in a well. A young woman haunting the flooded bunker where she drowned. Bedtime stories, folktales, urban legends connected to a specific place. These were the sites where the overlaps came to be. Genau, jetzt fällt ja natürlich auf, dass die Sachen, die er gerade aufgezählt hat, diese Urban Legends, das ist ja alles, die sind, die tatsächlich später ja auch eine Rolle spielen in den Overlaps. Ne, mit dem ertrunkenen Mädchen und Gott. Das Problem ist jetzt gerade, scheint die Sonne hier ziemlich stark bei uns. Was lange her ist, weil die letzten Tage war, um ehrlich zu sein, fast durchgehend Regenwetter und bewölkt und sowas. Gerade sehr angenehm. Aber ich mach mal kurz meine Schalu hoch, sonst sehe ich hier gar nichts.
So. Ich habe eigentlich noch nie auf Tutorials gedrückt, fällt mir gerade auf. Was gibt's denn da? Achso, ist einfach eine generelle Auflistung von allem, was man machen kann. Throwbuilds. Achso, das meinen die. Oh, Moment. Man kann die Leuchtfackel sogar schmeißen. Das wusste ich jetzt tatsächlich nicht. Hold right to aim and throw. Ah, okay. So kann man es noch gezielt irgendwo platzieren. Das war mir tatsächlich nicht bewusst. Genau, ja, schlagen weiß ich. Charms, Weapon Upgrades, genau. Perfect Dodge ist klar. Genau, jetzt im letzten Moment macht, ja. Source Points sind die Weak Points. Ja, okay. Muss die aber gucken, nicht, dass es noch andere Sachen gibt, die mir nicht bewusst waren, aber... Auch die Feinde erklärt, interessant. Case Ports, Profiling, Manuscripts. Okay, alles klar. Nee, dann war nur das mit den... dass man die Leuchtfackeln schmeißen kann, war nur eine neue Info. The cult is leaving supplies around for themselves. The cult doesn't see their victims as people. Wenn man hier so am Wasser zwischen dem Treibholz unterwegs ist, das erinnert mich immer stark an Hellblade. So ein bisschen von der Atmo. Was mir halt auch gerade wieder daran erinnert, dass Hellblade 2 jetzt auch offiziell angekündigt wurde. Und wohl nächstes Jahr kommt. Und da bin ich auch schon gespannt drauf. Weil der erste Teil ist auch ein ziemlich meisterhaft geiles Game. He'd been on the trail of the writer forever. The writer he despised. Hemingway, Bukowski, Wake. I'll get you. I'll find you. I'll make you pay. You're in over your head. He descended into the tunnels, from the Dark City, into the ocean of darkness. Next stop, Caldera Street Station. Something, a presence, rumbled. Not a train. Shadows shifted on the platform. The writer's cult waited for him there. The cult of the word. Occultists lean close. I carry his words close to my chest now. You're not allowed in the lake until he says otherwise. He'd be caught, murdered. They got him. They didn't get him. He was reborn out of hate. He was there, but he was risen. Sent to find the light switch up from the lake that was not the lake. Ist immer noch ziemlich dark für mich, deswegen versuche ich gerade so ein bisschen aufzupassen, wie ich hier dass ich hier nichts übersehe. Das ist gerade ein bisschen schwierig zu sehen. Ah ja. Unsere alten Freunde.
Even the animals are turning into monsters. Was ich sehr gut finde, ist, sie spielen es auf einem höheren Schwierigkeitsgrad, aber sie haben nicht artifiziell die Gegner verstärkt. Also im Sinne von, ich brauche trotzdem 2 Pfeile, um die Gegner zu besiegen. Und auch bei den anderen Gegnern hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie mehr machen müsste als sonst. Wahrscheinlich ist das eher in die andere Richtung. Also dass quasi der Unterschied im Schwierigkeitsgrad wahrscheinlich ist, dass die mich wahrscheinlich einfach nur schneller umbringen können. Aber coolerweise sind die Regeln quasi noch dieselben. Genau, wenn wir dem Pfeil folgen, müssten wir hier den Schlüssel finden, ne? Ja. Zum Glück ist mein Kontrollbild schon ein bisschen heller. Kann ich gerade gut verwenden. Back at Witch's Ladle, Saga pointed the flashlight at the strange, dark substance. The same substance Nightingale had left at the morgue. There was something hidden under it. She strained to see. The opposite of sunspots in her eyes. Blacker than black. Suddenly a change. The light reacted to the substance. A feedback loop, surging up her arm. Saga squeezed the flashlight, willing it to penetrate the dark matter. Burn it away. Hatte ich nicht gerade noch die Kiste gesehen? Also ich bin hier runtergelaufen. Ah, da. Another locked box. Das war dieser Angler. Oh, ich bin echt so angespannt. Jetzt laufe ich hier nur im Kreis, oder? Ah ja, genau, das ist gut. Gehen wir da lang. Das sind jetzt einfach nur neue Feinde im alten Gebiet. Da versuche ich jetzt mal nicht, meine Muni zu verballern. Und da müsste jetzt auch der erste Nursery Rhyme kommen. There's something written here. A poem? Or a riddle? Reminds me of the nursery rhymes I read to Logan when she was little. Ah ja, das. A little clothespin doll. Perfect weird souvenir for Logan. Okay, ja gut, also die muss man auch nochmal machen, alles klar. Das ist ja kein Problem. 1 bird for light, 2 for darkness, 3 birds for fight, 4 for struggle, 5 birds for injury, 6 for misery, 7 for the ending, whatever it may be. 1 for the light.
Something feels different. I should look around. Inventory ist full. Oh, ich sehe gerade, die habe ich ja auch noch. Ja, um ehrlich zu sein, die benutze ich ja sowieso fast nie. Ich schmeiße einfach weg. Charm. Cute. It'll go great on the bracelet Logan made for me. Huh. That was strange. Gotta keep an eye out for more of these rhymes. Das Witzige ist, jetzt hat man die natürlich schon. Die Charms, also wir haben eigentlich alle. Aber um halt hier, ne? Nightingale goes missing for 13 years. Case closed. Aber hier halt für... Creepy dolls. Mysterious rhymes. Für unsere Investigation ist natürlich sinnvoll, dass wir es trotzdem einsammeln müssen. So, a charm appear to the side of a rhyme. Doesn't make sense. Da. Reminding quotes that victims are like animals. Ah ja, das ist wieder Cult Psychology. So viel ist klar. Und dann haben wir noch den Stash gefunden. Beziehungsweise 2. Alles klar. We've reached the car, Anderson. How's it going down there? I think I'm done here. I'll meet you at the parking lot. An overlap of the dark place needed a push from both directions to manifest itself. Reality in our world eroded by repeated dark lore tied to a location, and a counterpoint. A work of art, a horror narrative crafted in the depths of the dark place, connecting to the story on the other side to reach out through the weakened veil. A story of a lawman whose heart was cut out of his chest. 2 corrupt men killed by their own twisted ambition. A haunted old woman drowned in a bathtub. Twisted reflections on the other side of the mirror. Arcs stabbing through realities, amplifying the influence of the dark place. These elements working in conjunction made a trickle that became a torrent, a wormhole, a vortex, and the art, the map, became the nightmare territory where the dark place encroached on our reality, a blanket over it, where they all overlapped, causing reality to twist and loop like a bad dream, remolding anything and anyone within its dark horror design. So, nicht wundern, jetzt zwischendurch esse ich jetzt mal ein bisschen von meinem Pudding. Am besten immer, wenn man sich gerade eine Pause erlauben kann. So, weiter geht's.
Genau, das ist ja, wo wir dann den FBC-Typen später dran kriegen können, hier in der Witchfinder Station. Zwei, 5, 4, 7. Ah. Moment. Doch, steht da 2, 5, 4, 7. Ah ja, doch, ich bin sogar drin. Haha. Aus irgendeinem Grund dachte ich gerade, das hätte nicht geklappt. Es sah irgendwie aus, als wäre das Passwort nicht lang genug gewesen. So. Ne, die E-Mails und alles haben wir ja auch schon gelesen. Deswegen, das sparen wir uns jetzt. Machen direkt weiter. You are a handsome dear. Yes, you are. Genau, das ist dann die Erklärung, warum er versucht, diese Nursery Rhymes zu verwenden. Da haben wir noch den Hero und den Wolf. Die Location der anderen, oder besser gesagt die Anzahl der anderen Nursery Rhymes. Another one of those rhymes. The hero, brave and strong, left home to right or wrong. From the woods came the wolf, so greedy and hungry that he ate what he found in the house without a host. The hero returned to fight. She'd lost the thing she loved most. Also, a hero left home. Dann the wolf, so greedy and hungry that he ate what he found in the house without a host. Food? Nah. Ah? Okay. The hero returned to fight, she lost the thing she loved most. Also from the woods, also es sind nur zwei diesmal, ist klar. I have a weird feeling something's changed. What is this? This is ridiculous. Ist halt nicht immer vorher klar. Oh shit. Na, ich lass mal liegen. Den Charme brauche ich jetzt nicht unbedingt. So, dann dürfen wir nicht vergessen, dass hier in der Nähe noch eine Lunchbox ist. Und zwar, wenn man hier drüben ja diesen Pfad runterläuft. Genau. More of those kids' lunchboxes. Zack. Geil, haben wir schon wieder 11. Brauchen 15, 14, 18, 12 und da haben wir auch noch gar nichts, auch 12. Move faster while aiming. So, das ist Vogelhaus, das heißt hier in der Nähe ist
ist ja noch der andere Nursery Rhyme, soweit ich weiß. Der uns dann hier hinführt. Genau, das ist noch der Cult Stash. -2 ist 5. Und 6. There's another cult stash. Rock Tree are bright enough. Das war jetzt 8, 6, 5. Oder 6, 8, 5. Ne? Das ist doch 3 plus 3. Achso. Rock ist das letzte, ne? Dann so oder so. Ne? Rock Tree. Achso, Tree ist das letzte. Ach, genau, falsch rumgedacht gerade. Tree war ja 8, ne? Genau. So. Kann ich nix einpacken. Ist aber nicht schlimm, weil hinter mir ist ja der Weg zu dieser einen Hütte, an der wir speichern können. There's a rhyme over here. Der Nursery Rhyme, sehr gut. Ja, Mist. Ich wollte kurz ausprobieren, ob ich auch mit der Maustaste das aktivieren kann, aber ging nicht. Weil manchmal ist Enter halt Maustaste, manchmal kann man auch Leertaste drücken. Children in Bright Falls all grew up hearing stories about the cult of the tree. Feral maniacs living in the woods. Satanists chanting, "We watch in the night," as they perform blood sacrifices in the forests. Or things not quite human lurking in the dark. There were many versions of the story, but they all shared one important element: danger in the dark, in the woods. Somewhere among all the urban legends lay a secret truth. The real identity of the cultists prowling in the woods. Real faces hid behind the masks. Real hands held the knives. Real people fulfilling a grim purpose. The forest was not safe. People were right to keep their children away from the trees. Genau. Da sieht man ja schon, ne, dass das gut funktioniert, was der Kult vorhat, in gewisser Weise. Nämlich den Leuten genug Angst zu machen, damit sie nicht in Gefahr geraten. Ja, die großen, wie gesagt, benutzt man im Kampf eher selten.
So, schön. Genau, neue Püppchen haben wir jetzt keine gesehen. A mother crow sits in her nest, guarding her babies, doing her best to protect her from from a beast coming up to feast, but only a hero brave of heart can keep the two apart. Okay. Also Crow Mama, Hero und the beast coming to feast. Sure. Into her home, ja. Und das müsste jetzt, ne, Mother Crow und so, das müsste jetzt da hinten sein. Wo das Vogelhäuschen war. Und da müsste dann auch der Wolf schon auf uns warten. So, das ist diese Ecke. Wie kommt man denn nochmal? Ah ja, ich kann die Sachen ja mitnehmen, genau. Die andere Ecke ist da oben, also alles klar. Ich glaube, ich benutze das jetzt einfach mal, weil ich jetzt eher an denen vorbei muss. Wie geil, man hört halt die Krähenmutter und den Wolf. Wo da vorne, da ist auf jeden Fall, was wir suchen. Another charm for my bracelet. Scheiße. Scheiße. Damn.
Gotcha. Hier noch den einen Pfeil, den habe ich irgendwo darüber geballert. Ja, den finde ich jetzt nicht. Aber ich glaube, das ist gerade ein Fehler, dass die ganze Zeit diese gruselige Dauermusik läuft. Das ist, glaube ich, immer noch hängen geblieben von der... Ah, Tatsache, den Pfeil gefunden. Das ist, glaube ich, immer noch hängen geblieben von dem Bossfight. Von gerade. So, das können wir später öffnen, das können wir später öffnen. Dann... Ja, gehen wir erstmal weiter. Wobei... So, die wollen sich hier nochmal gucken. Genau, das ist auch der Charme, ist ja wurscht. Dann... Können wir da runter? Genau, aber wir können auch... Dann laufen wir denselben Weg zurück. Nee, das ist Quatsch. Also da haben wir ja auch schon was gefunden, den Charme, da sind wir schon rüber, hier waren wir überall. Gut. Nehmen wir den anderen Weg. So, und hier drüben haben wir noch eine Lunchbox. Another lunchbox. Genau. Da fängt ihre Fanfiction an von Rose. So. Jetzt haben wir aber genug Punkte. Super. Dann würde ich sagen, hold the fire button to activate auto fire mode. Wir sind in right fire, move faster while aiming. Stand still and aim steadily at the target to drastically reduce kickback and minimize increased damage. Also wenn ich mich nicht bewege und baller, mache ich mehr Damage. Move faster while aiming. Brauche ich nicht so dringend. Und Auto-Fire Mode ist noch schneller mit der Shotgun ballern, brauche ich auch nicht unbedingt. Ich nehme mal das. Stay on course. The Taken rushed toward her, but Saga remained where she was, unmoving. She willed the pellets to stay on course, to hit the target. The Taken was closer. She waited. Closer. Still she waited until the very last moment. Alles klar. Müssen wir nur zwischendurch dran denken. Weil normalerweise ist eigentlich in jedem Remedy-Game so, dass man in der Action immer am besten die ganze Zeit dauerhaft in Bewegung bleibt. Also das ein Nachteil ist, aber zwischendurch kurz stehen bleiben, boom, bewegen, stehen bleiben, ja. Könnte funktionieren. So.
So, gibt es noch irgendeinen Ort, den wir jetzt schon mal noch erkunden wollen? Ich meine, da waren wir überall. Da waren wir auch, da oben. Da können wir erst hin, wenn wir die Boatcutter haben. Das ist ja egal. Die Shotgun haben wir schon. Hier waren wir auch. Ja, wir können zurück. Gar kein Problem. Wir haben soweit alles, was wir brauchen. Moment, jetzt biege ich, glaube ich, falsch ab, ne? Ja. Ich muss erstmal hinter den General Store. So, erstmal ein paar Sachen notieren. Also, Cauldron Lake, Fundgrab, zack. Dann haben wir noch mehr Dorts gefunden. Zack, Karias. So, dann haben wir... Tada! Das... Und noch ein paar Hinweise darauf, was das soll. The FBC is definitely playing with things they don't fully understand. Ganz genau. And that always goes well. Das stimmt auch. So, Lunchboxes haben wir noch gefunden. Da haben wir sogar jetzt schon alle außer eine. Und die eine finden wir halt eh nur in dem Bereich, in dem wir mit dem Boot cuttern können. Super. Das haben wir ja schon gelesen, ne? Genau. Sonst ist hier nichts. Weiter geht's. Ready to go? Let's roll. Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there, and then we'll talk properly. Hey, Mom. Before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hon. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David.
Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's, just weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Love you, Dave. Love you too, honey. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her. Bye for now. Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Fuck me. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense. I remember. Thank you. Welcome. We have a great show for you here tonight. Alan Wake is here. Alan Wake, one of my all-time favorite writers and guests on the show. He's here to talk about his latest book. And as usual, our house band, Old Gods of Asgard, is here. Take it away, you crazy Vikings! Was I on a talk show tonight? Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Had I already done the show? Was that a recording? Here we go again. Please give a warm welcome to Mr. Alan Wake. On! Good to see you, Alan. Great to see you. Welcome back to the show. Come on, sit down. Woo! Oh, man. It is so good to see you, Alan. This must be an exciting time for you. Tell me,
Does it ever get old? So does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. This is exactly how I feel. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, I sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Well played, man! That is spot on! Playing the role here. Pretending the world of the book overlaps our own. That's very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right, Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Wow. No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Man, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. All this talk of meta-narratives. I'm expecting to disappear once this scene ends. Zack, sehr schön. Hello? I'm losing it. Something's not right here. I needed to get home. To Alice. Bei mir war gerade auch was nicht ganz right. Muss mich mal kurz ein bisschen anders hinsetzen. So. Jetzt ist es besser. So. What the hell was that interview? Some kind of joke? Initiation? I never wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. Could make a good horror story. Old Gods of Asgard. That name sounded familiar. 665.
Ich habe übrigens zu diesem Zeitpunkt des 12. Dezembers 2023 jetzt genau 665 Videos auf meinem Gaming-Channel. I was a mess. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? Time is broken here. Maybe time never worked the way we think it does. It loops around it, and yet it goes forward. A spiral. I thought it was finding remnants of the earlier loops, earlier drafts of my writing. The murder sites. That I had left clues, mementos for myself to guide me on, but maybe that's only part of it. If time is not a straight line, then there are loops beyond these loops. Vast complex superstructures beyond what's happening to me now, ahead of me. And I'm there as well, a version of me, something I have become, some elevated, enlightened version, an archon, a demiurge, a demon of some sort playing a secret game, building something, his past self a pawn to get him there, a deus ex machina pushing me there. I hate the idea of crazy, intrusive thought. And yet, no crazier than anything else here. Which version of myself was I? Where was I in this grand loop? Oh, sehr geil. Oh, also ist gerade nicht available, ich kann gerade noch nicht hin. Ah ja, wir können doch gar nicht in den Writers Room. Ich wollte gerade nachgucken, ob es jetzt eine neue Videoreihe ist oder die einfach fortgesetzt wird, weil das war jetzt natürlich was Neues. Und wie gesagt, gerade wenn ja alles so sehr tief schwarz und dunkel ist, sehe ich gerade relativ schlecht und sowas, aber ich kann mich hier mal noch so ungefähr orientieren. So. There was something in the studio with me. I had to get out. This is the ritual to lead you on. Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man gasping for air. This place felt familiar. A ghost of a memory surfaced, about writing here for countless days. A plotboard for mapping out a story. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far. But other notes as well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. I could trust these words. I had to act on them. You must write to escape. Also ob hier was anderes ist. At a talk show I thought I was home in New York, but none of it had felt right. I was still in a dark place and I'm beyond the world. The writer's room was my safe haven. My writing affected what was outside. I was trying to write a story to escape this place. The story was called Initiation. With the story I wrote, I projected myself out to look for a way to escape. I tried many times, failed. This place made me forget. Everything Dora had said
had felt true? Was it part of my writing or coming from somewhere else? You must write I to had to escape. write more. Beware Scratch, Alice, read me. Wo ich auch gespannt bin, ist Mr. Door. Weil Mr. Door kann ja, wie wir wissen, in mehreren Realitäten oder Timelines gleichzeitig existieren, hat ja wie so eine Art Überblick über alles. Und scheinbar auch, weil er Odins oder Thors, Odins Auge zum Beispiel hat. Das Auge der Weiß, der Voraussicht und sowas. Und deswegen ist es so, dass ich sehr gespannt bin, ob diese Szene, die später kommt, sehr viel später, am recht gegen Ende, wo Mr. Door zu Alan meint, wo er plötzlich dann nicht mehr so einen auf netten Talkshow-Host macht, sondern plötzlich dann so ernst wird und die dann sagt, so das nächste Mal, wenn wir uns sehen, wird unter anderen Umständen sein, ob damit das hier gemeint ist, der Final Draft, also ob er das mitbekommen wird, der Mr. Door, und sich da was ändert, oder ob damit nach wie vor das gemeint ist, was ich vorher dachte, nämlich der Night Springs DLC, in dem er ja als Host offensichtlich auch eine Rolle spielen wird. Eins von beiden. Mal schauen, ich bin gespannt. Und was ich auch noch sagen wollte, das habe ich, glaube ich, beim ersten Stream vergessen zu erwähnen, weil es sehr subtil ist. Und es ist so subtil, dass ich, als wir gestreamt hatten, sogar das Gefühl hatte, so, vielleicht war das doch nicht so, aber jetzt gerade habe ich es doch wieder gemerkt. Immer, wenn wir im Dark Place sind und das Thema Time Loops oder ähnliches vorkommt und vor allem, wenn man mit Tim Breaker spricht, gibt es immer so einen bestimmten, sehr subtilen, leisen Sound im Hintergrund, der hier auch manchmal läuft auch so ein ähnlicher Sound gerade im Hintergrund ab und zu. So ein heller Sound, der genauso von Petr Jalanko als Leitmotiv in Quantum Break, dem Zeitreiseding, benutzt wurde. Und gerade in Bezug auf Tim Breaker, der scheinbar eine andere Version von Jack Joyce ist, hier das hier. Dieses Geräusch ist. Und das in lauter ist also ein musikalisches Leitmotiv aus Quantum Break, witzigerweise. Das heißt, immer wenn diese Themen kommen, auch das mit Mr. Door, der eigentlich Mr. Hedge ist, Tim Breaker, der Jack Joyce ist, und manchmal, wenn man mit Tim Breaker spricht und er erzählt, er erinnert sich an irgendwas, dann kommt auch wieder dieses leise Quantum Break-Motiv. Das finde ich aber ziemlich cool. Sehr subtil, aber es ist auf jeden Fall da. I didn't remember much, but I knew my thoughts and ideas could manifest as reality in this dark place. I'd use my writing to project myself out of this room, like a deep sea diver to go deeper and explore the depths of this prison for a way out. This room was my boat. Writing was my lifeline. I would start again at the talk show. We have a great show for you here tonight. Real treat for all you Alex Casey fans out there. Alex Casey himself is here tonight. That's right. Sam Lake, ladies and gentlemen. The actor who has given his face to the famous detective in the film series. And of course we have Alan Wake here. Und was auch ganz cool ist, aber es ist euch wahrscheinlich selber schon aufgefallen, aber ich wollte es nochmal erwähnen, ist natürlich die Inszenierung, also ich liebe ja sehr wohl überlegte Inszenierung. Also die meisten meiner Lieblingsfilme sind oft Filme, in denen man merkt, dass so jeder Shot und jede Kameraperspektive einen klaren, effektiven Grund hat. Also auf jeden Fall eine Motivation. Und einer der interessantesten Moves in dem Spiel hier ist natürlich, wenn sich die Kamera so dreht, was mittlerweile ja gerade auch in der Werbung und Ähnlichem immer gern benutzt wird, aber eher so für Effekt, ne, wo es manchmal diese Transitions gibt, wo die Kamera quasi so umkippt und dann ist man plötzlich woanders. Aber hier ist es natürlich gehört es natürlich zum Motiv der Spirale.
und sowas, ne? Die Kamera bewegt sich ja spiralförmig, weil sie dreht sich ja nicht nur, sondern sie bewegt sich dabei auch noch zurück und auch noch symbolisch aus dem aus dem Raum raus, aus dem Writers Room, wo er selber sagt, er projiziert sich aus dem Raum woanders hin. Und wir hoffen ja, dass es eine Ascending, also eine aufsteigende Spirale ist, in der wir uns befinden in dieser Story, um halt nach oben raus aus dem Dark Place endgültig zu fliehen. Und so, also auch das wieder hervorragende Nutzung des audiovisuellen Mediums. Writer, the books, the films are based on. Let's do this! Kurz gucken. Okay. Welcome back to the show. So, Alan, as the creator of the character, how do you feel about this? Sorry, what? I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? He looks exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations... I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film, Murder Case Casey. Should we roll it, or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. This city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain-slick window, my own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp, shaped like an angel, the only thing that shed light on this sordid mystery. That's great! Murder Case Casey! Great job, Sam. Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp? Back in the game. Ach, ist ja was so herrlich. Vor allem mir ist jetzt auch gerade wieder eingefallen, jetzt wo wir gerade nochmal kurz über Quantum Break gesprochen haben, dass ja, ich habe ja letztes Mal schon erwähnt, ne, dass das natürlich so eine kleine Referenz ist an den Max Payne-Film, bei dem dann die Leute von Remedy halt damals so ein bisschen enttäuscht waren, dass das halt doch ein bisschen, also anders ist als das Game und dass sie da nicht wirklich involviert waren an dem Film. Und das war aber ein ähnliches Problem in Quantum Break, auch ein bisschen. Und so, also so, da gab es ja dann die Realfolgen und die Realfolgen wurden ja nicht im Remedy-Studio gedreht, so wie sie es jetzt mittlerweile hier bei diesen Sequenzen alles selber unter Eigenregie machen, sondern da war das ein Studio in Amerika, weil Microsoft halt, also ich weiß nicht, ob es Microsoft war, aber ich glaube, es war damals einfach organisatorisch, wirkt es einfach sinnvoller, dann zu sagen, hey, die machen die Realfolgen da drüben mit einer Filmcrew in Amerika und ihr macht das Spiel in Ruhe und arbeitet zusammen, und dann konnten sie halt nur so über Voice Calls und so miteinander kommunizieren. Und da meinte Sam Lake halt auch, dass er eigentlich mit dem Ergebnis sehr zufrieden ist. Ich als Fan zum Beispiel auch. Ich finde halt die Realfolgen ziemlich gut, aber man merkt natürlich hier und da, dass die nicht ganz 5, 6, 5, okay. Man merkt natürlich hier und da, dass sie nicht ganz an die Qualität der Inszenierung
der Ingame-Sequenzen und auch dem Writing rankommen. Aber die waren da schon, also die haben das natürlich schon so wie so Produzenten halt überwacht, logischerweise. Die wussten natürlich, was sie machen. Aber da meinte Sam Lake halt auch, als sie Control gemacht haben, dass er da glücklich war, dass er die Realszenen, die es da in dem Spiel gab, dann halt selber machen konnten. Und dann eben nicht sich darauf verlassen mussten, dass die anderen Leute es richtig interpretieren. Und sich das einfach kontrollierter anfühlt. Und deswegen hat er auch so ein bisschen gescherzt damals in Interviews, dass er meinte, deswegen, das ist noch ein Grund, warum sie das Spiel Control genannt haben. Weil es wieder so komplett ihr Ding war. Da haben sie auch Microsoft ja schon längst hinter sich gelassen. Und das Independent komplett gemacht. Und das machen sie seitdem ja jetzt immer. Das darf man auch nicht unterschätzen. Ne? Control und auch hier Alan Wake 2 sind ja komplette Independent Games und sowas. Das sind ja null von irgendeinem großen Studio gebackt oder sowas. Also die einzigen, die da als Publisher und Geldgeber zum Teil fungieren, ist halt 505 Games und Epic Games. Aber das war's schon. Hello? Ja, und Artie scheint ja auch so eine Art Shifter oder so zu sein, ähnlich wie Mr. Door. Deshalb haben wir in Control uns ja schon überlegt, ob das sein könnte. Weil er auch immer scheinbar überall zugleich zu sein scheint und sich mit allem auskennt. Beziehungsweise über alles Bescheid weiß. Und da bin ich zum Beispiel auch gespannt, ob Artie gleich auch mal so ein bisschen oder vielleicht später im Game durchblitzen lässt, dass er weiß, dass wir jetzt in einem neuen Draft der gleichen Geschichte sind. Mal schauen. Ah, no raid. There you are, Tom. Oh, not so much evil that not a bit of good as well. Not one without the other. Good to see you. Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? No totta helvetissä. Of course, Tom. The work will instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. The more cooks, the worse the soup. Have we met before? Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti, the janitor. You can't be lost if you don't worry about where you are headed. So don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs. Just remember to turn on the lights. It won't take long when you get to work. What do you want me to get from the basement? And my name's Alan, not Tom. Ja, mutta katsoppa, a man, but a man with a tool makes two, Tom. Eikö niin? And a man with a tool can build his own exit. It's in a shoebox, in the basement where you left it. Safe as in the Lord's purse. Here's the key. I've been trying to find a way to escape the dark place. Any suggestions? He who mouths about his troubles is the prisoner of his troubles. It's not easy to get out. But don't you worry, Tom. The home is still there where the heart is. I often think about it when I mop the floor and look into the puddle. Water is the memory of the world. Water finds its way. The janitor was a bit out there, but still a friendly face. I had to trust the basement would get me out of here. Ach, das ist aber so herrlich. Was auch interessant ist, das kleine Detail, dass er hier ein bisschen jünger aussieht.
Also ich meine, Zeit und Raum scheint ja keine Rolle für ihn zu spielen, deswegen ist das wahrscheinlich sowieso irrelevant für Artie. Aber in Control hat er ja, glaube ich, grauere oder weißere Haare, meine ich, ne? Hier sieht er wieder ein bisschen jünger aus, so ein bisschen ähnlich wie in dem Jötenieu-Film. Was der scheinbar ja, der offensichtlich schon etwas älter sein soll. An old lamp in a shoebox. Was this what the janitor had left for me? The lamp felt significant. A tool for bringing light to the darkness. I felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. Whoa! When the light jumped into my lamp, the whole room changed, like something in a dream. Opening a way forward, the lamp was humming. The bulb glowed. It held the light now. I felt another surge from the lamp. The glow in the lamp went out, shifting the light in the room. The light carved out something new from the darkness. I needed to find another way out. Ich nehme das Licht lieber mit. The dark place wants to drown me. I'm losing myself. I have to fight it. I have to remember the clicker, the light switch. I lost it, but I have the lamp now. The lamp the switch was cut from. This place is a nightmare. Not real, and yet more real than anything. The danger and the horror real. It feeds off my mind, twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here. I write to escape. I've tried this many times, written countless stories, forgotten how many. I keep failing, but I must keep trying. I use the story to dive deeper. Every word I write is a step forward on this spiral in the darkness. I dive to the bottom to find the answer, the map, and the key, the compass. It's combined to form a door leading out. But how do you open a door that's not a door? At the bottom of an ocean, it's not an ocean. And a lake, that's not a lake. Ja, den Loop-Song können wir uns am Ende wieder anhören, wenn es so die perfekte Version ist. Was ich allerdings nicht wusste, also ich hatte dann tatsächlich erst vor ein paar Tagen angefangen,
Also, das ist immer so ein Ding bei mir. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber ich kann mich irgendwie manchmal, wenn ich dann so Musik höre zum Beispiel, ich habe ja Poe dann kennengelernt durch Alan Wake 1, durch den Song Haunted und war dann so, boah, geile Mucke. Und fand den Song super. Und komischerweise habe ich immer so wie so eine Sperre in meinem Kopf, die mich immer daran hindert, dann einfach mal zu sagen, ach komm, hör dir auch mal das ganze Album an oder guck mal, was sie noch so gemacht hat und sowas. Und meistens bin ich immer so, da bin ich erstmal zufrieden mit dem einen Song. Und ich glaube, es ist immer so ein bisschen so eine Angst. Also ich habe, glaube ich, immer so eine unterschwellige Sorge, dass man sich denkt, okay, was ist, wenn ich mir dann wenn ich es mir anhöre, aber dann ist es doch nicht gut oder sowas. Und dann gibt es nur den einen Song, weil ich kenne das halt. Ich kenne auch Gruppen, da habe ich dann einen Song gehört und war richtig begeistert und dann habe ich mir den Rest angehört und entweder war der Rest einfach nicht gut oder immer dasselbe, wo man sich dachte, ja gut, das klingt genau wie der erste Song, den ich gehört habe und dann verliert das so was Besonderes und hört man trotzdem nur den einen Song. Ein gutes Beispiel ist für mich die Gruppe Tennis, heißen die, tatsächlich wie das Spiel. Und da habe ich dann den Song Let's Make a Mistake Tonight, die ich bestimmt noch als Titel für irgendeinen Stream benutzen werde. Habe ich gehört und finde den Song richtig gut. So ein schöner, eingängiger, smoother Ohrwurm, schönes Ding. Und da war ich auch so, komm, hör dir mal mehr an. Und habe ich mir die anderen Songs angehört, so 5, 6 Stück. Und da war es halt genau dieser Effekt, oh, das klingt alles genauso wie der erste Song. Aber es hat nur beim ersten Mal für mich was Besonderes. Eine andere Band, bei der ich es ähnlich habe, ist Pale Waves. Mit dem Song Television Romance. Das war dann das erste, die ich gehört habe. Und dann dachte ich auch so, boah, geil. Ne, ebenfalls auch tatsächlich ein ähnlich eingängiger, cooler Song und sowas. Und dann war ich so, oh geil, was machen die noch so? Und dann auch dasselbe, ne? Alle anderen Songs klingen genauso wie dieser erste Song. Aber nicht so, sind dann halt auch nicht mehr so besonders. Und deswegen ist das zum Beispiel 2 Gruppen, wo ich mir immer nur denselben Song immer wieder anhöre. Und ab und zu probiere ich noch mal was aus. Wenn die zum Beispiel neue Sachen rausbringen, bin ich jedes Mal so, okay, komm, hör noch mal rein, gib dem eine Chance und sowas, ne? Und ja, wie gesagt, bisher ist es noch nicht so passiert. Und dann gibt es halt Gruppen, die wirklich, wo man wirklich dann Unmengen geilen Shit findet. Und ich glaube, unterschwellig habe ich dann immer so diese Sorge, dass ich immer denke, ja, was ist, wenn du dir das jetzt anhörst, noch nach mehr Sachen suchst und die sind dann einfach nicht gut. Jetzt habe ich aber gestern das gesamte Album Poe, Haunted meine ich, von Poe, das erste Mal durchgehört, was ja auf dem Buch House of Leaves basiert. Und ich glaube, ich habe vorher, als ich das mal erwähnt habe, immer gesagt, dass die Sängerin Poe, die echt nicht so heißt, dass sie die Tochter wäre von dem Autoren von House of Leaves, von dem Mark Danielewski oder so hieß er, glaube ich. Das ist aber nicht die Tochter, sie ist die Tochter von einem polnischen oder russischen Filmemacher tatsächlich. Sie ist aber die Schwester von dem Autoren. Also der Typ hat das Buch geschrieben und seine Schwester hat dann ein Konzeptalbum gemacht und das ist halt Haunted, wo dann jeder Song auch einen Bezug nimmt auf House of Leaves. Deswegen auch ein passender Song für Alan Wake und vor allem bei Alan Wake und Control, die Ideen auch so ein bisschen halt auf House of Leaves ja basieren, habe ich ja bestimmt mal erwähnt. Ja, genau, auf jeden Fall habe ich gestern das Album gehört und das ist hammergeil und jetzt höre ich das gerade richtig viel und bin sehr begeistert. Und kann es nur empfehlen. Das wollte ich auf jeden Fall erwähnen. So, und was ich dann aus Versehen rausgefunden habe, gestern erst, als ich dann gucken wollte, okay, jetzt das Album Haunted ist schon mal gut, dann höre ich mal die anderen Alben an. Da ist das Interessante gewesen, dass ich rausgefunden habe, es gibt nur 2 Alben, die sie gemacht hat. Und Haunted ist schon das letzte und das ist von 2000. Das heißt, sie hat seit 23 Jahren keine offizielle Musik mehr rausgebracht. Und dann dachte ich mir so, Moment, aber was ist denn jetzt mit dem Song, der hier in Alan Wake 2 ist? Ja, und das ist tatsächlich so. Ich habe nämlich auch so einen YouTube-Kommentar unter als ich mir die finale Version von dem This Road Loops Forever Song auf YouTube rausgesucht habe, hat auch jemand einen Kommentar geschrieben von wegen, boah, endlich, nach 23 Jahren. Und ich dachte, das wäre ein Tippfehler und ein Joke. Also ich dachte, das wäre in Bezug auf Alan Wake 2, weil es ja endlich nach 13 Jahren, dass es jemand falsch verstanden hat. Und dann habe ich mir ihre Diskografie angeguckt und auf Wikipedia mal nachgelesen, habe gemerkt, oh, das ist wirklich ihr erster Song seit 23 Jahren und wie geil ist das?
dass sie dann, scheinbar haben dann Sam Lake und Co. dann gesagt, sie gefragt, ne, ob sie den Song für das Spiel machen möchte und sowas, ne? Und sie hat dann scheinbar ihr zugesagt und dann haben sie kollaboriert. Ich meine, im Abspann stand auch, dass Sam Lake mit ihr zusammen den Text erarbeitet hat. Also richtig geil. Also das fand ich hammer cool. Das macht's dann noch besonderer. Das ist so ein bisschen wie als The Cure für den Film The Crow den Song Burn beigesteuert hat in einer sehr, sehr geilen Szene im Film. Weil, ich weiß nicht, das habe ich auch schon mal erzählt, aber ich erzähle es nochmal kurz. Weil The Crow basiert ja auf einem Graphic Novel von James O'Barr, der damit ein echtes Trauma, was er hatte, nämlich den Tod seiner Frau, verarbeiten wollte. Und in dem Comic ist es wohl so, das möchte ich mir auch besorgen. Ich habe jetzt schon, bin jetzt schon in Gesprächen mit einem Comicladenbesitzer, der für mich danach guckt, eine Originalausgabe von The Crow mal zu finden, weil ich kaufe mir nur noch selten Bücher oder Comics oder sowas, aber das ist so ein Ding, ich liebe halt den Film und ich war so, das möchte ich einfach haben und möchte es einfach mal lesen. Aber ich weiß halt über den Comic, dass James O'Barr auch Songs angegeben hat. Also je nachdem, auf welcher Seite oder in welchem Kapitel des Comics du bist, stehen halt oben so Songs, die du dir dann anhören kannst und sowas, damit du dann in derselben Stimmung bist wie er, als er das dann gezeichnet und geschrieben hat und sowas. Und er hat halt viele Songs von The Cure, die ihn auch sehr inspiriert haben. Und als sie den Film dann gemacht haben, den The Crow-Film, haben sie dann auch The Cure bekommen, die dann extra für den Film den Song auch noch beigesteuert haben, was für James O'Barr wahrscheinlich auch wie so ein wahr gewordener Fantraum ist. Und ich habe ja schon sehr, sehr, sehr häufig in diesem Stream von Alan Wake 2 den Film Dark City zitiert oder gesagt, dass das Design und die Stimmung sehr, sehr ähnlich ist und dass es einer meiner Lieblingsfilme ist. Und Dark City ist von demselben Regisseur, Alex Proyas, der halt auch The Crow gemacht hat. Deswegen gibt es da schon hier und da immer so kleine Connections zwischen Künstlern, sage ich jetzt mal. So, noch einmal vorsichtshalber überspeichern. Ja, jetzt haben wir 4 Stunden gestreamt und es ist auf jeden Fall spannend. Ich bin sehr gespannt, was sich noch so ändert im Final Draft und ich denke mal, dass so gegen Ende wahrscheinlich, wie gesagt, immer mehr von dem interessanteren Veränderungen und Kram kommen und auf das Ende bin ich halt mördermäßig gespannt. Aber es ist halt insgesamt schon natürlich dasselbe Game nochmal, was nicht schlimm ist, wenn man es selber zum 2. Mal spielt. Ich spiele es jetzt aber schon quasi zum 4. Mal, wenn man es genau nimmt, hintereinander weg. Deswegen bin ich jetzt gerade schon so ein bisschen so, ja, jetzt brauche ich erstmal wieder eine Pause. Vielleicht streame ich gleich noch was anderes oder so, aber Alan Wake 2 reicht mir dann erstmal für heute. So, ja, trotzdem geiles Game. Es macht auch immer wieder Spaß, deswegen ist es auch völlig okay. Und ja, ich bin gespannt. Also, es gab schon genug Snippets hier und da, die schon darauf hingedeutet haben, dass Alan sich jetzt bewusst ist, bewusster ist, was er tut und dass sie auf dem richtigen Weg sind. Und weil es ja nur ein neuer Draft derselben Story ist, ist es ja auch logisch, dass es sich jetzt nicht groß viel verändert. Es ist jetzt nicht eine neue Geschichte, es ist einfach nur eine perfektioniertere Geschichte, die wir jetzt hoffentlich kreieren. Und ich bin wirklich übermäßig gespannt, ob das dann jetzt, dieser New Game Plus Modus jetzt wirklich so das offizielle Ende von jedenfalls Alans persönlicher Reise ist. Also ob wir zum Beispiel am Ende noch auf Alice treffen und ähnliches. Das sind ja alles Möglichkeiten, die es tatsächlich ja jetzt gibt und sowas. Und ja, das ist das Witzige, ich kann es halt einerseits kaum erwarten, andererseits bin ich jetzt auch so reicht jetzt erstmal. Aber mein Kopf spinnt die ganze Zeit rum, weil ich die ganze Zeit denke so, oh Gott, was kommt denn wohl noch? Naja, so, bevor ich mich jetzt 100-mal wiederhole und für immer loope, sage ich schon mal Danke fürs Einschalten. Vielleicht bis später, sonst bis zum nächsten Mal und einen schönen Tag noch. Tschüssi.